Meine Herrschaften, wer vorne sitzt, muss auch keinen Eintritt zahlen. Ganz herzlich willkommen. Wir laden ein zu einem Jubiläum hoch 3. Das kann man ein bisschen übergriffig finden. Wir dachten aber, wenn man gleich mehrere Jubiläen hat, wäre es vielleicht mal der richtige Moment, innezuhalten und mal kurz darüber nachzudenken, mit wem man das alles gemacht hat, was aus den Leuten geworden ist. Und ich sehe an der Intensität des Austausches, wie glücklich viele sind, sich nach oft sehr langer Zeit wiederzusehen. Und alle die, mit denen wir heute noch zusammenarbeiten, haben die Gelegenheit, sich auch gegenseitig kennenzulernen. Ja, ich mache das gemeinsam alles mit Dominik Britz und wir freuen uns auf einen Ablauf. Dominik, habe ich was vergessen? Noch nicht. Aber wir sind ja noch am Anfang. Wir haben ein bisschen was mit Ihnen vor. Wir freuen uns sehr, dass so viele auch ehemalige den Weg nach Saarbrücken teilweise wirklich von sehr, sehr weit entfernt aus den USA, aus China gefunden haben, zeigt uns, dass wir offensichtlich in den letzten Jahren doch einiges richtig gemacht haben. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind und genießen Sie mit uns zuerst ein bisschen was Fachliches, aber wir versprechen, es wird nicht langweilig werden, also keine Sorge, wir werden nicht mit Ihnen in die Untiefen der Materialwissenschaft einsteigen, sondern versuchen, das Ganze auch sehr persönlich zu gestalten und dann anschließend freuen wir uns, mit Ihnen anzustoßen bei guter Musik. Es gibt ein bisschen was zu essen und ja, lassen Sie uns ein schönes Jubiläum hoch 3 genießen. Wunderbar. Ja, in die Untiefen gehen wir schon, nur nicht in die Tiefen. So, wir freuen uns, dass wir auch einige Grußworte am heutigen Abend haben. Und als erstes begrüßen wir Herrn Förster, den Staatssekretär des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft, zu seinem Grußwort. Herr Förster, wenn Sie bitte nach oben kommen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Mücklich, sehr geehrter Herr Universitätspräsident Sanden, sehr geehrter Herr Dr. Donsheifer, sehr geehrter Herr Dr. Klein, sehr geehrter Herr Dr. Rolles, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste aus nah und fern, sehr geehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es ist mir heute wirklich eine besonders große Ehre und eine besonders große Freude, hier bei diesem besonderen Anlass ein paar Worte zu Beginn an Sie richten zu dürfen. Im Namen der Landesregierung. Ich darf Sie auch ganz herzlich grüßen von meinem Minister, von Jakob von Weizsäcker, der heute leider in Berlin unterwegs sein musste, Finanzministerkonferenz, aber dafür habe ich dann das Vergnügen und die Ehre, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, wir feiern heute und nicht zu vergessen natürlich bei meiner Begrüßung Frau Landtagsabgeordnete Mücklich-Heinrich, der wir es ja, glaube ich, auch zu verdanken haben, dass Herr Professor Mücklich sehr, sehr viele Jahre hier dem Saarland treu geblieben ist. Herzlichen Dank auch dafür. Ja, wir feiern heute gleich 3 Jubiläen und gemeinsam stehen sie exemplarisch für die herausragende Verbindung von Wissenschaft, Innovation und Transfer. 30 Jahre Institut für Funktionswerkstoffe, 15 Jahre Material Engineering Center Saarland und 5 Jahre Surfunction GmbH, eine beispielhafte Ausgründung aus der Forschung. Diese Jubiläen erzählen nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sie stehen auch für ein außergewöhnliches wissenschaftliches Lebenswerk. Das von Ihnen, lieber Herr Professor Mücklich. Seit Ihrer Berufung, seit sage und schreibe 30 Jahren, Entschuldigung, seit 1995 prägen Sie mit Ihrem Engagement, Ihrer visionären Kraft und auch Ihrem internationalen Netzwerk, was Sie heute versammelt haben, teilweise zumindest, haben Sie den Werkstoffstandort Saarland wie kaum ein anderer geprägt und entwickelt. Ich hatte heute mal spaßeshalber bei Copilot gefragt, Lehrstühle für Werkstoffwissenschaften hier in Deutschland und kein Wunder, als erstes aufgeploppt ist natürlich Ihr Lehrstuhl hier und das spricht nur als ein Beispiel für vieles, für die herausragende Stellung, die Sie hier sich selbst und Ihrem Lehrstuhl und im Institut erarbeitet haben. Sie haben Grundlagenforschung, internationale Kooperationen, innovative Lehre und erfolgreichen Technologietransfer in einem wirklich beeindruckenden Dreiklang miteinander verbunden. Und Sie haben dabei ein Ökosystem geschaffen, das jungen Talenten Chancen bietet
und, das ist für das Land besonders wichtig, zugleich dem Strukturwandel im Saarland ganz neue Perspektiven eröffnet hat und auch eröffnet. Ihre Entwicklungen im Bereich der Laser-Oberflächenfunktionalisierung, ihre Projekte mit der ESA, mit der NASA, ihre Beiträge zur Kreislaufwirtschaft, all das wirkt im Saarland, aber auch weit über das Saarland hinaus. Forschung aus Saarbrücken fliegt ins All, wie wir alle wissen, und kehrt auch wieder zurück in die industrielle Anwendung sozusagen. Und ihre Forschung trägt zur Lösung globaler Herausforderungen bei. Impulse aus dem Saarland in die Welt. Dieser Podiumstitel ist kein leeres Versprechen, sondern bei Ihnen gelebte Realität. Die von Ihnen gegründeten Strukturen EUSMAT, Max, Surfunction zeigen eindrucksvoll, wie akademische Exzellenz wirtschaftliche Innovation ermöglicht. Lieber Herr Professor Mücklich, Sie sind der Brückenbauer zwischen Disziplinen, Sie sind Brückenbauer zwischen Ländern und auch zwischen den Generationen, was man heute auch hier sehen kann. Über 50 promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter zahlreiche Professoren, belegen ihre Rolle als Mentor und Wegbereiter. Und so facettenreich Ihr wissenschaftliches Wirken auch ist, so facettenreich ist auch die heutige Veranstaltung. Impulse aus Forschung, Transfer, Raumfahrt, Beiträge wie von Professor Andres Lassagne, Dr. Dominik Britz und Professor Klaus Daniel, sogar eine Videobotschaft habe ich gelesen von Dr. Matthias Maurer, unserem ESA-Raumfahrer, ein lebendiger Beweis, dass Wissenschaft aus Saarbrücken global wirkt. Lieber Herr Professor Mücklich, mit der Verleihung der Hein-Denkmünze hat die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde ihr Lebenswerk gewürdigt. Heute möchten auch wir im Saarland sagen, danke, herzlichen Dank, danke für Ihre wissenschaftliche Brillanz, für Ihre Weitsicht, für Ihr Beispiel, das Sie gegeben haben, für viele Nachwuchswissenschaftler und für Ihre Spuren, die Sie im Innovationsland Saarland hinterlassen und weiterwirken, die in die Zukunft wirken. Ich gratuliere Ihnen, Ihrem gesamten Team und allen, die in der Vorbereitung dieser tollen Veranstaltung wirkend waren und das vorbereitet möglich gemacht haben, ganz herzlich zu diesem besonderen Jubiläum. Möge die heutige Veranstaltung auch ein Ausblick sein auf das, was kommt, denn wir brauchen Sie und wir brauchen weiterhin Köpfe wie Sie, die die Zukunft gestalten in Saarbrücken, im Saarland, in Deutschland, in der Welt. Vielen Dank. Herr Förster, sehr herzlichen Dank für diese freundlichen Worte. Und wir haben natürlich gedacht, wir müssen auch etwas tun, damit Sie auch längerfristig daran denken, was die Ingenieure so machen. Und das hier zum Beispiel ist der Würfel, der Tetraeder, der vor unserem Haus steht, in klein, 3D gedruckt am Lehrstuhl von Professor Beere und bei uns in der Werkstatt dieser Würfel hergestellt und laserstrukturiert, die 4 Einheiten, die Sie hier sehen. Hoffentlich findet das einen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Kommen Sie mich mal besuchen, Sie werden den wiederfinden und an prominenter Stelle. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das Ganze funktioniert überhaupt nur, wenn die Universität so etwas unterstützt. Und ich bin sehr froh, dass gerade auch der jetzige Präsident, der ja damals, als wir angefangen haben, noch nicht hier war, der jetzige Präsident genau dieses Thema Transfer, genau das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft auch vehement vorantreiben will. Und ich freue mich, lieber Ludger, dass du mit einem Grußwort parat bist. Ja, das ist vielleicht der Unterschied. Ich möchte, du hast schon, ne? Genau, also ich sehe das auch durchaus als Ansporn. Ja, lieber Professor Mücklich steht hier, lieber Frank, liebe Frau Mücklich-Heinrich, genau, stimmt, die Rolle ist hier auch nochmal sehr transparent geworden. Dual Career Couples sind relativ persistent am Standort und das ist uns natürlich immer eine Hilfe, machen wir auch weiter das Konzept, das
wir halt dieses Instrument nutzen, um exzellente Leute für die Universität des Saarlands zu gewinnen. Lieber Herr Förster, lieber Herr Dr. Dornseifer, lieber Herr Dr. Klein, lieber Herr Haug, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Alumni, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute zu diesem außergewöhnlichen Anlass begrüßen zu dürfen. Herr Förster hatte schon erwähnt, wir haben hier 3 Jubiläen. Wir haben 3 Jahrzehnte Lehrstuhl, Funktionswerkstoffe. Es ist doch etwas wert, wenn man schon mit 20 berufen wird, oder so ähnlich muss es sein. 15 Jahre Material Engineering Center Saarland, MEX, und 5 Jahre Surfunction Innovation feiern wir hier. Und wir feiern insbesondere eine Erfolgsgeschichte. Und eine Erfolgsgeschichte, die in der Tat sehr ungewöhnlich ist, weil wir letztendlich, ich glaube, Frank, das hast du in deiner Karriere auch erlebt, Anwendungen sind immer so ein bisschen bäh. Und ist das auch richtige Wissenschaft? Und ich komme gerade aus Berlin, da war eine Diskussion darüber, halt eben soll eine Universität eher in Richtung wissenschaftlicher Exzellenz gehen oder mehr so Transfer. Und ich finde, das ist ein Wortpaar, was einfach nicht zusammengehört. Es gibt angewandte Forschung, es gibt Grundlagenforschung, das ist in Ordnung, und es gibt exzellente Forschung und es gibt mittelmäßige Forschung. Und das sind die Wortpaare, die zusammengehören. Und hier ist es tatsächlich so, dass aus meiner Sicht das Kennzeichen ist. Das, was hier passiert ist, ist auf extrem hohem Niveau passiert, und zwar in allen Bereichen. Und das ist, glaube ich, dasjenige, was für mich am außergewöhnlichsten ist. Du und dein Team, ihr habt in den 30 Jahren eben nicht eine klassische Arbeitsgruppe aufgebaut. Wir haben eine ganze Reihe Arbeitsgruppen hier an der Universität, die wirklich Ausgezeichnetes leisten. Aber hier ist wirklich ein wissenschaftliches Ökosystem aufgebaut worden, was die Materialklassen angeht, was wirklich auch die Methoden, die ineinandergreifen, angeht. Und aus diesem Ökosystem ist einfach sehr viel hervorgegangen. Und ich glaube, es war bereits wirklich eine Pioniertat, die Ausrichtung festzulegen. Also Smart Materials hießen damals wahrscheinlich noch intelligente Materialien und waren noch nicht in aller Munde. Das sind eben solche Materialien, die mit der Umgebung interagieren können. Und das zeichnet sie natürlich aus, und damit können Funktionen erfüllt werden, an die man vorher nicht gedacht hat. Daraus entstand eine wirklich beeindruckende Reise, die in der Grundlagenforschung zur mikroskopischen Struktur von Materialien anfing, über die Entwicklung der Laserinterferenztechnologie bis hin zu den bioinspirierten Oberflächen. Und wenn ich sage, dass in der Grundlagenwissenschaft wirklich auch ein sehr hohes Niveau angereicht wird, dann ist es natürlich immer so, dass wir an allen Ecken und Kanten über Indizes schimpfen, es sei denn, die tun uns gut. Ich nehme halt ein solches quantitatives Maß, und ich glaube 17.000 Zitationen in etwa sprechen eine klare Rolle, dass eben auch in der eine klare Sprache, Entschuldigung, dass in der Grundlagenforschung Außergewöhnliches geleistet worden ist. Dann 2010, eben das zweite Jubiläum, heute vor 15 Jahren, wurde es dann klar, dass Transfer auf eine professionelle Basis gestellt werden sollte. Und aus dem MEX sind tatsächlich eine ganze Reihe von Interaktionen mit Firmen entstanden, die sehr langfristig sind, die sehr erfolgreich sind, die nebenbei dazu führen, dass man halt eben diese sehr teuren Apparate halt eben auch wirtschaftlich betreiben kann, was auch größeren Gruppen zugutekommt. Und mit diesem Baustein für Transfer ist letztendlich auch ein Gründungsökosystem entstanden, das heute ein wichtiger Bestandteil von Triathlon ist, unserer Gründungsmaschine hoffentlich, die dann bald hoffentlich auch The Bridge oder auch anders, ich glaube, da gibt es auch mal Namensstreitigkeiten, aber hoffentlich wirklich eine Start-up Factory wird.
Und da müssen wir uns noch ein bisschen die Daumen drücken oder zumindest eine Telefonnummer rauskriegen von irgendjemandem aus der Jury, der uns die Informationen gibt, ob wir nun Startup Factory sind oder nicht. Aber ich hoffe, dass wir tatsächlich übernächste Woche, ist es glaube ich, nach Berlin fahren können und dann eine Startup Factory machen. Und hier ist es eben auch so, dass einer dieser heißen Kandidaten tatsächlich aus deiner Gruppe kommt, zusammen mit Dominik Britz, auch aus der Gruppe, ist eben ein Unternehmen entstanden, das eben nicht im IT-Bereich angesiedelt ist, sondern das wirklich Technologien schafft, neue Technologien schafft und sie anwendet und damit halt eben auch etwas dazu beiträgt, dass eben ein Unternehmen entsteht, was sehr stark ortsgebunden ist und ich glaube, das ist für das Saarland auch entscheidend. Aber es ist eben nicht nur die Forschung in diesen ganzen Bereichen, sondern es ist halt eben, du kannst dich noch setzen, ich habe noch viel Papier. Es ist eben nicht nur die Forschung, die jetzt eben auch in diesem Spektrum da ist, sondern es ist eben auch die Europäische Schule für Materialforschung EUSMAT. Sie ist auch nur halb europäisch, weil es eben Studierende aus aller Herren Länder sind, die hier wirklich dazu beitragen, dass man das Ganze, die Forschung hier und die Universität weltweit vernetzt. Viele Alumni gehen auch wieder zurück in ihre Heimatländer und wirken da als Multiplikatoren für die Universität des Saarlandes. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt, also Sie können mal das Gedankenspiel machen, dass Sie 5 Universitäten in Argentinien nennen. Und natürlich geht es den Argentiniern genauso, wenn sie halt eben eine Liste von deutschen Universitäten runterbeten sollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Botschafter haben in aller Welt und EUSMAT ist sicherlich so ein Netzwerk, das diese Botschaften sendet. Es ist auch schon erwähnt worden, dass zahlreiche Schüler von dir halt auch selbst den Weg in die Wissenschaft geschafft haben. Das gibt es in einigen Lehrstühlen, aber sozusagen Schüler, die es auch ins Weltall schaffen, das ist dann auch ein bisschen weniger. Also immerhin, auch das ist außergewöhnlich. Heute sprechen halt eben auch verschiedene Personen in verschiedenen Richtungen. Also Herr Britz wird, glaube ich, sagen, was so los ist im Startup. Wir haben auch Andris Lasagni von der TU Dresden hier, hoffe ich. Genau, sehr, sehr gut. Entschuldigung, dass ich Sie noch nicht begrüßen konnte. Eben einer der Mitentwickler der Laserinterferenztechnologie, dann Professor Klaus Daniel, ist regelmäßiger und sehr gern gesehener Gast, der vielleicht auch in Zukunft noch mehr Spaß an Europa bekommen könnte. Auch das ist natürlich etwas, was wir ein wenig, wo wir Werbung machen können für den Standort Europa. Und letztlich ist es auch so, dass es kein Wunder ist, dass Circular Economy auch bei dir ein wichtiges Thema ist. Es ist für uns ein wichtiges Thema. Ich glaube, du hast mit CIRCLA das Thema in die Universität der Großregierung getragen. Wir haben durch den Transformationsfonds das hier breiter an der Universität implementieren können. Ich glaube, da sieht man eben auch, in welchem Zustand die Arbeitsgruppe ist, nämlich eben da am Puls der Zeit, wo es halt eben wirklich Wichtiges zu bewegen ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich da Fortschritte machen, dass wir unsere Wirtschaft eher zukunftsträchtig aufstellen können. Und dazu gehört sicherlich auch nachhaltiges Wirtschaften. Ich denke, dass deine Erfolgsgeschichte junge Leute motiviert, auch glaube ich in sehr unterschiedlichen Sektoren. Ein Aspekt, den man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, dass die Gruppe immer extrem professionell aufgestellt ist. Das führt auch wirklich dazu, dass Leute, die es in der Wirtschaft, aus der Gruppe in die Wirtschaft gehen, dass sie dann sehr schnell Verantwortung übernehmen können, weil sie gesehen haben, wie ein guter Laden läuft.
auch im Technologiesektor, auch dort, wo es Hürden zu überwinden gilt. Und ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall sehr große Früchte trägt, wo deine Arbeitsgruppe wirklich Beiträge geleistet hat, die auch Zukunft schaffen. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen Abend voller spannender Vorträge, anregender Diskussionen und vielleicht auch den Austausch visionärer Ideen. Genau, und dann kommen wir natürlich zum Trinken, sprich, dass wir auf das Erreichte anstoßen und gespannt in die Zukunft blicken. Und ich bin sicher, dass aus der Gruppe noch einiges kommen wird. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke dir sehr. Also ich denke, wir drücken alle die Daumen, dass die Startup Factory gelingt. Das wäre ein sichtbares Profil der Universität und würde gerade in der jetzigen Situation im Saarland sehr, sehr gut tun. Alle, wir drücken die Daumen. Ich bitte darum. Und du bekommst auch diesen Tetraeder auf einem soliden Sockel und du kannst natürlich die Kugeln benennen nach deinen Schwerpunkten. Das dachte ich, könnte vielleicht naheliegend sein. Hauptsache, ich finde den auf deinem Schreibtisch, wenn wir uns wiedersehen. Ja, ich meine, das halbe Büro wird aus dem Lehrstuhl dekoriert. Aber ganz herzlichen Dank. So, meine Herrschaften, wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann spielt die Industrie- und Handelskammer natürlich eine große Rolle. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Hanno Dornseiffer, der Präsident der Industrie- und Handelskammer, im Übrigen auch mein Partner bei der Universitätsgesellschaft als Präsident ist. Aber jedenfalls freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und dass er sich die Zeit nimmt, mit einem Grußwort vielleicht die Perspektive aus der Wirtschaft ein bisschen genauer zu beleuchten. Herzlich willkommen, lieber Hanno. Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Förster, sehr geehrter Herr Universitätspräsident Professor Sanden, sehr geehrter Herr Dr. Klein, lieber Frank, meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass ich an der Universität des Saarlandes sein darf, an dem vielleicht spannendsten Ort, den dieses Land zu bieten hat. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine große Freude und auch Ehre, heute als IHK-Präsident zu Ihnen sprechen zu dürfen und eine kleine Laudatio zu halten. Gerade in Zeiten von wirklich tiefgreifenden Veränderungen, in denen wir uns hier im Saarland befinden, ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, diejenigen zu würdigen, die diesen Wandel im Saarland maßgeblich mitgestalten und als Chance begreifen. Und damit komme ich eben zur herausragenden Rolle der Universität des Saarlandes und ihrer Forschungseinrichtungen zu sprechen, vor allem in den zentralen Bereichen Stahl und Werkstofftechnik, die immer noch das Rückgrat der saarländischen Wirtschaft bilden. Eine Universität mit solch exzellenter Forschung und Lehre stärkt nun wirklich ganz, ganz nachhaltig den Wirtschaftsstandort Saarland und setzt die wichtigen Impulse für Innovation und Wachstum, das wir so dringend brauchen. Und als IHK Saarland, und unser Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomi ist ja heute auch hier, liegt uns gerade der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Lehre und der Wirtschaft ganz besonders am Herzen. Eine Aufgabe, die gerade im Bereich der Materialwissenschaften ganz, ganz erfolgreich gelingt. Und dabei sage ich bereits an dieser Stelle dir, lieber Frank Möglich, ganz, ganz herzlich Dankeschön. Meine Damen und Herren, beim Lesen der Einladung zum heutigen Jubiläum musste ich dann doch ein wenig schmunzeln. Da stand zu lesen ein Jubiläum hoch 3. Man könnte auch sagen, ein charmantes Motto: 30 Jahre Lehrstuhl, 15 Jahre Max und 5 Jahre Sir Function.
Nun soll man sich ja als Jurist mit mathematischen Aussagen eher zurückhalten. Da gibt es ja so einige Bedenken, was die mathematischen Fähigkeiten angeht, aber ich erlaube es mir dann doch, denn ich erkenne in dieser Dreidimensionalität eine eindeutige Kubikzahl, Höhe mal Breite mal Tiefe. Und das passt nun wirklich ganz hervorragend zu dem, was du, lieber Frank, hier am Standort des Saarlandes aufgebaut hast. Weder der Lehrstuhl noch das Institut, geschweige denn Surfunction, sind irgendwie eindimensional geblieben, ganz im Gegenteil. Gemeinsam mit vielen, vielen Partnern ragen sie weit über das Saarland und Deutschland hinaus und verleihen unserem Bildungs- und Forschungsstandort große Strahlkraft und Tiefe. Und gerade die bereits erwähnte Surfunction GmbH ist schließlich ein Paradebeispiel dafür, wie erfolgreicher Transfer, also das, was viele fordern, aber wirklich ehrlicherweise nur wenige umsetzen können, nämlich die Überführung von wissenschaftlicher Exzellenz in industrielle Anwendung. 3 Jubiläen also und damit ein dreifacher Gewinn für das Saarland. Man könnte vielleicht, und mit Worten kann ein Jurist nun wirklich umgehen, das Motto umformulieren und sagen, hier trifft Kompetenz multipliziert mit Leidenschaft mal Standortverbundenheit. Und genau das zeichnet dich und dein Werk aus, lieber Frank. Und da ist es höchste Zeit, dir herzlich zu danken für das, was du im Saarland, was du für das Saarland und was du vielleicht auch mit dem Saarland geleistet hast. Meine Damen und Herren, wir sind schon wieder dreidimensional, es lässt mich nicht mehr los. Und als Vertreter der Wirtschaft darf ich Ihnen sagen, der Lehrstuhl, das Institut und auch das Start-up sind von enormer Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren und dem Leibniz-Institut für neue Materialien bildet das MEX eine wirklich forschungsstarke Trias, die der Materialwissenschaften an der Universität national wie international Sichtbarkeit und Strahlkraft verliehen haben. Und gerade jetzt, wo wir hier im Saarland nach neuen Industrien und Wertschöpfungsketten suchen, ist doch diese Expertise im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Der Slogan lautet neue Materialien für neue Industrien. Ich würde mir erlauben, ihn zu ergänzen, neue Materialien für vielleicht vermeintlich auch alte Industrien. Das ist eben kein Slogan, sondern das ist strategischer Hebel und ein Fund, mit dem dieses Land wuchern kann und vielleicht auch muss. Das MEX, meine sehr geehrten Damen und Herren, steht für angewandte Spitzenforschung und unter dem Motto, die richtige Wissenschaft an der richtigen Stelle gelingt doch hier genau der notwendige Brückenschlag zwischen Wissenschaft und industrieller Praxis. Und manche dieser Anwendungen, das haben wir ja bereits gehört, haben ja sogar den Sprung ins All geschafft. Ich glaube, das schaffen auf dieser Erde wirklich nicht viele. Lieber Frank, als Präsident der IHK maße ich mir mit Sicherheit nicht an, deine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen zu bewerten. Das überlasse ich und insbesondere am heutigen Tag anderen, die das besser können. Und ich glaube, hier sind viele im Raum, die das besser können als ich. Und ich will auch nicht deine über 20 Auszeichnungen aufzählen. Das ist alles beeindruckend und hochverdient. Eines allerdings, und das passt zu dir, sei mir doch erlaubt zu erwähnen, nämlich deine Ernennung zum Saarlandbotschafter. Warum sage ich das? Dass du diese Aufgabe übernommen hast, obwohl du ja ganz ursprünglich nicht aus dem Saarland stammst. Und obwohl dir, und ich weiß es nun wirklich, der rote Teppich ausgerollt worden wäre in der ganzen Welt und du trotzdem Saarlandbotschafter geworden bist, spricht Bände für deine persönliche Verbundenheit mit unserem Land. Und dass du zahlreiche Rufe anderer Universitäten nicht angenommen hast,
dass du Angebote aus der Wirtschaft ausgeschlagen ist. Das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Selbstverständlichkeit. Und auch dafür möchte ich mich im Namen der saarländischen Wirtschaft bei dir, lieber Frank, ausdrücklich bedanken. Ich sage es mal so, schön, dass du hier bist. Ich erlaube mir aber auch die Ergänzung, dass das auch immer die richtigen Entscheidungen waren, hier zu bleiben. Meine Damen und Herren, noch zum Schluss ein paar persönliche Anmerkungen, die mir wichtig sind. Du, lieber Frank, hast dich jetzt nicht nur im Rahmen deiner wissenschaftlichen, exzellenten Forschung eingesetzt, sondern auch und insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs, so zum Beispiel als Mitinitiator des Juniorstudiums an der Universität des Saarlandes, und damit setzt du Maßstäbe in der Talentförderung. Du hast mit deinem bilingualen Studienprogramm zahlreiche Talente aus der ganzen Welt ins Saarland geholt. Und umso bedauerlicher, diese Kritik sei auch gestattet, ist die Tatsache, dass es wir als saarländische Wirtschaft zumindest mal nicht in Gänze schaffen und nicht die Kraft haben, all diesen jungen Menschen, die du hierher geholt hast, eine langfristige Perspektive zu bieten. Ich glaube, daran müssen wir noch arbeiten. Und das sage ich als Universitätspräsident, möchte ich mich für die Zusammenarbeit im Vorstand mit dir bedanken, die mir ganz, ganz große Freude bereitet. Denn verfolgen wir doch gerade mit der Universitätsgesellschaft das Ziel, Forschung, Lehre und Wirtschaft zu vernetzen. Und schließlich möchte ich noch ganz persönlich dem Zufall danken, dass wir uns beide vor einigen Jahren über den Weg gelaufen sind. Und zum Schluss habe ich noch eine Begebenheit mitgebracht, die mich begleitet, die ich nicht vergessen habe. Frank, vielleicht erinnerst du dich, vor geraumer Zeit hast du mir erwähnt, ich saß da oben in deinem Büro, dass du demnächst in den Vereinigten Staaten von Amerika für dein Lebenswerk ausgezeichnet würdest. Und bei Verlassen deines Büros dachte ich mir, so eine Ehrung, ich sage es mal ganz vorsichtig, die bekommt man doch erst, wenn man deutlich älter ist. Heute weiß ich, dass dir diese Ehrung, lieber Frank, ehrlicherweise viel zu spät ausgesprochen wurde. Aber am Ende dachte ich mir, zweimal fürs Lebenswerk, das geht ja dann vielleicht auch nicht. Lieber Frank, ich danke dir im Namen der Saarwirtschaft, der Universitätsgesellschaft und aus tiefstem Herzen ganz, ganz persönlich für alles, was du, was dein Team für diesen Wissenschaftsstandort Saarland geleistet haben. Und Ihnen, liebes Publikum, sage ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen wunderbaren, erkenntnisreichen Abend. Dankeschön. Lieber Hanno, vielen Dank. Und ich will nur einen einzigen Gedanken noch mal unterstützen. Es ist wirklich so, dass viele junge, tolle Talente hierher kommen und wir alles versuchen, sie rechtzeitig mit der Industrie in Kontakt zu kriegen, damit sie hier sind. Denn sie wählen das aus nach einer Welcome-Struktur sozusagen, aber dann lädt Bosch nach Stuttgart ein und bums haben sie ihre Stelle in Stuttgart. Also da, glaube ich, könnte gerade die IHK vielleicht noch sowas wie ein Welcome Center, was auch immer da passt, aufbauen. Das wäre toll. In diesem Sinne, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ein kleiner T3-Eder. Steht auch auf meinem Schreibtisch. So, meine Damen und Herren, aller guten Dinge sind 4. Also bei uns sehen Sie ja Tetraeder. Und dieses 4. Grußwort freut mich ganz besonders, weil als Materialforscher ist man eng verbunden mit der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde. Das ist die größte Fachgesellschaft der Werkstoffe in Deutschland, aber auch in Europa, glaube ich. Und ich freue mich sehr, dass der Hauptgeschäftsführer hier heute Abend ist, Dr. Stefan Klein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Frank, lieber Dominik, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ist mir wirklich eine besondere Freude und Ehre, heute hier als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde zu stehen und zu Ihnen sprechen zu dürfen, zu einem Anlass, der wirklich nicht nur außergewöhnlich ist, sondern auch gleich 3 Dimensionen hat. Ihr habt das in der Einladung formuliert.
Ich möchte noch kurz ergänzen, mir war klar, wenn ich hier als vierte Person stehe, ist vieles schon gesagt worden. Insofern möchte ich meinen Vorrednern herzlich danken. Ich kann alles nur von Herzen bejahen, das ist alles korrekt und richtig, was gesagt wurde, und bin froh, dass der Dominik mir gesagt hat, ich kann mich gern kurz halten. Insofern ist es mehr oder weniger auf einem Blatt. Also, wir dürfen heute auf Entwicklungen blicken, die sinnbildlich für das Zusammenspiel von Grundlagenforschung, Transfer bis hin in das Unternehmertum in die Anwendung stehen. Da stehen die 30 Jahre Institut für Funktionswerkstoffe. Das sind 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Exzellenz, interdisziplinärer Neugier, internationaler Sichtbarkeit, haben wir mehrfach gehört, an der Universität des Saarlandes. Dann haben wir 15 Jahre das Material Engineering Center Saarland, das MEX, ein Leuchtturm für wirklich erfolgreiche Technologietransferprojekte, in dem angewandte Forschung in die industrielle Praxis zukunftsweisend verbunden werden. Dann relativ jung, aber sehr wichtig, wie ich finde, und zeigt so ein bisschen auch die Dimension, 5 Jahre Sir Function GmbH. Ein starkes Beispiel für eine mutige Ausgründung, Innovationskraft und die Transformation von Wissen wirklich in marktfähige Lösungen. Und da mir ja klar ist, dass der Tetraeder eine wichtige Rolle irgendwie in dem Gesamtkonstrukt spielt und immer wieder Bezug drauf genommen wird, habe ich sozusagen einen kleinen Joker im Ärmel, denn ich würde das Ganze gerne, die 3 Dimensionen, also Grundlagenforschung, Technologietransfer und Unternehmertum, um eine 4. Dimension ergänzen. Und das macht man neuerdings eigentlich immer, 4-dimensionale Sachen. Also Faktor Zeit fehlt. Ja? Und da ist es mir relativ einfach, denn ich habe mal bei uns in die Datenbank geguckt und festgestellt, dass der Frank wirklich genau 40 Jahre, also Sie glauben es mir hoffentlich Anfang des Jahres, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde ist. Das ist fast so lang, wie ich alt bin, also insofern, da muss man erstmal hinkommen. Und er ist wirklich über die Jahrzehnte, die ich nicht persönlich überblicken konnte, aber weil ich so ein bisschen in meiner Funktion nachvollziehen kann, stets aktiv gewesen. Fachausschüsse, Finanzbeirat, Beirat, Vorstand, Präsident, 100-jährige Feier und so weiter, das einfach beeindruckend. Also er hat nicht nur hier im Saarland gewirkt, sondern eigentlich in Deutschland ganz viel getan. 40 Jahre Mitgliedschaft, 4 Jahrzehnte in diesem Fall, wissenschaftliches Engagement, Aufbau, nachhaltige Wirkung. Ich komme gleich noch mal kurz auf das Saarland zu sprechen. Frank ist nicht nur der Kopf hinter dem Institut, hinter dem MEX und der Gründung, er ist auch wirklich eine prägende Persönlichkeit. Also fragen Sie eines unserer DGM-Mitglieder, ich glaube, der meist bekannte und zitierte Name wird neben dem vor kurzem verstorbenen Ehrenpräsidenten wirklich der Frank sein. Und das zeigt einfach sein Wirken. Und das ist wirklich immer ohne Intention gewesen, hat sich da immer eingebracht und wirklich viel bewirkt. Sei es die erste Jung-DGM-Gruppe hier in Saarbrücken, wir haben gestern hier ein Nachwuchsforum gestartet und auch perspektivisch wird hier DGM-seitig, glaube ich, noch viel passieren und hoffentlich auch noch weit über dein Wirken hinaus und hoffentlich auch über das meine. So, dieses Jubiläum steht jeweils für sich, sie greifen aber ineinander. Sie bilden eine durchgängige Innovationskette, Grundlagen, Transfer, Anwendung. Und das ist wirklich geprägt von visionärem Denken, strategischer Ausdauer. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und Leidenschaft. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Das verkörpert ihr beide. Der Dominik hat gestern nochmal in einem kurzen Vortrag, werden wir vielleicht gleich auch Teile von hören, wirklich nochmal eindrucksvoll demonstriert, dass da wirklich ganz viel Herzblut reingeht. Und ich glaube, ohne das geht es nicht. Also es ist eine Berufung, glaube ich, für beide von euch und das verkörpert ihr, glaube ich, sehr, sehr gut. Also für uns als DGM ist das wirklich gelebte Exzellenz von der Idee bis in die Anwendung, vom Labor bis in die Industrie, vom einzelnen Mitglied bis zur institutionellen Breitenwirkung. Und dafür möchte ich im Namen der DGM ganz persönlich natürlich herzlich gratulieren, mich herzlich bedanken. Ehrlich gesagt, ohne dich als meinen ersten Präsidenten würde ich auch gar nicht hier stehen, denn du hast sozusagen mich eingestellt oder berufen in dem Fall, glaube ich. Und wir haben eine recht intensive Anfangszeit gehabt und eine spannende Zeit in der Corona-Nachphase. Das war sehr schön. Es hat immer Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass wir da noch lange dran anknüpfen können. Und das Saarland ist mehrfach erwähnt worden, ist ein sehr kleines Bundesland,
Das ist gar kein Problem. Es ist wirklich, hat eine große Strahlkraft und ist auch in der Community bestens vernetzt. Also wenn ich sage Community, meine ich die Materialkunde bei uns. Und wir können nur hoffen, dass das so bleibt. Aber es gibt da ja auch, hatte mein Vorredner ja auch schon gesagt, gute Anzeichen, dass da weitere Projekte kommen Richtung Kreislaufwirtschaft, wo man noch interdisziplinärer noch weitermachen kann. Immer auch mit dem Team und der ganzen Gruppe von Frank und hier aus dem Saarland. Ich wünsche Ihnen allen eine inspirierende Feier. Vernetzen Sie sich. Das ist der Kern der DGM, Leute zusammenzubringen. Das ist der Kern, glaube ich, auch von Frank und Dominik. Deshalb kann ich hier in diese vielen Gesichter gucken. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Abend. Bleiben Sie neugierig. Und wenn Sie Lust haben, über die DGM zu sprechen, stehe ich Ihnen auch gerne zur Verfügung. Also um es kurz zu machen, wenn einer der Materialforscherinnen und Forscher im Hause hier noch kein DGM-Mitglied sein sollte, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Auch für dich natürlich der Vielen Dank. Sehr cool. Der steht auch auf meinem Schreibtisch. Du musst nur vorbeikommen. Dominik? Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank und einen schönen Abend. So, meine Herrschaften, also das war doch jetzt ganz schön viel Rückenwind, oder? Also Dankeschön an alle, die so freundliche Worte gefunden haben. Am Ende hängt es immer davon ab, dass man die richtigen Menschen um sich hat, mit denen man das auch machen kann und die rechtzeitig erkennt. Ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen, Dominik und ich, wir wollen jetzt in diesem historischen Impuls ein kleines bisschen noch, auch für diejenigen, die nicht jeden Tag mit uns zu tun haben, zeigen, was wir so treiben. Und dann haben wir gesagt, naja, man könnte das auch linear handhaben und sagen, es sind eigentlich 50 Jahre. Witzigerweise, das Fernsehen war heute da und dann hat das Fernsehen gesagt, na 30 Jahre ist ein merkwürdiges Jubiläum, da können wir nicht kommen. Fällt Ihnen nicht was anderes ein? Ich sage, naja, 30 plus 15 plus 5 sind 50 Jahre. War das Fernsehen da? Ja, also man muss es nur auch gut erläutern. Was ich auch sagen möchte, und da möchte ich ganz besonders Flavio Soldera betonen, wir feiern ja um diese Sache herum 20 Jahre den EU-Studiengang Emmaus, das wurde schon genannt, diese Mehrsprachigkeit. Und da sind viele Absolventinnen und Absolventen hier und wir freuen uns, dass das so zusammenpasst. Vielleicht ganz kurz, als ich hierher kam vor 30 Jahren, da habe ich in diesem Hochhaus da irgendwie leere Räume gefunden und einen Blechschrank. Das war das Einzige, was da gab. Dann konnten wir zum Glück aber 15 Jahre später in dieses Gebäude ziehen und vor 5 Jahren dann kam der dritte Aspekt und deswegen steht das Tetraeder da. Und ich möchte bei der Gelegenheit einfach allen, die bei uns sind und auch waren, ganz herzlich Dankeschön sagen. Dieses Bild verdanken wir auch dem Pascal Hauch bei uns. Sie sehen, das Bild ist nicht ganz echt, aber immerhin der Landtag, wir haben extra eine Landtagsabgeordnete bestochen, dass wir da rein durften und jedenfalls sind alle, die mit Vertrag bei uns sind, hier in dem Bild zu sehen. An alle ganz herzlichen Dank, denn die Erfolge, die wir so haben, die sind alle gemeinsam. Und dass dann derjenige, der vorne stehen darf, auch irgendwelche Auszeichnungen kriegt, ja, das passiert, aber darüber will ich gar nicht reden. Dankeschön. Ich will stattdessen mal doch einen kleinen Rückblick machen. Wir hatten mal ich weiß nicht ganz genau, in welchem Jahr das war, dieses Dreieck gemacht und hatten gesagt, also wir arbeiten am Charakterisieren, am Herstellen und am Modellieren und diese jungen Leute waren alle verfügbar. Wenn man die mal rausguckt, dann erkennen viele, die hier im Raum sind, sich vielleicht wieder. Und ich würde sagen, wir haben uns eigentlich nicht verändert, oder? Und dann gibt es da eine Stelle, schauen Sie mal, da ist was rausgerissen worden und das ist mir klar, so bei Promis,
Da wird manchmal einfach, wird irgendwas gestohlen oder so. Und dann haben wir versucht, das Bild zu finden, aber jetzt weiß ich, wer da war. Das war nämlich der Klaus Daniel, der heute aus den USA hier ist und den letzten Vortrag halten wird. Also an euch alle ganz, ganz herzlichen Dank. Das war grandios, wie das funktioniert hat. Und insgesamt, wie wir das machen, kann man ganz gut an diesem Bild sehen. Also immer voll konzentriert, auch beim Kartenspielen. Und natürlich muss man auch immer mit dem richtigen Wein ausgestattet sein. Es hilft nichts. Also das muss zusammenpassen. Und darauf haben wir natürlich auch immer geachtet. Inhaltlich darf ich ein kleines bisschen nochmal auf dieses Thema kommen mit den bioinspirierten Oberflächen. Und zwar finde ich das persönlich tatsächlich wichtig, wie manchmal Entscheidungen möglich werden. Also ich habe tatsächlich Ende der 90er Jahre mich mit diesen Oberflächen von Tieren befasst und Pflanzen und fand ich, wir müssen doch da eine Möglichkeit finden, diese Strukturen, die ja Funktionalität darstellen und die wir auf technischen Oberflächen bis dahin nirgendwo nutzen, wir reden immer nur von Rauigkeiten, die müsste man effizient herstellen können. Und ich selber habe also über Beugungstheorie promoviert, also ich kann mit Röntgenbeugung und Interferenz ganz gut umgehen und dachte, vielleicht müsste man solche Interferenzen nutzen und das wurde relevant, als diese Laser, die Neodym-Jagd-Laser Ende der 90er Jahre aufkamen und dann habe ich an die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen Antrag gestellt, ich hätte gerne so einen Neodym-Jagd-Laser. Und das wurde dann natürlich an meine Fachkollegen weitergegeben, wie das bei der DFG ist. Und die haben gesagt, ja, was der Mücklich da vorschlägt, das klingt zwar ganz gut, aber bei den Leistungen, von denen er redet, fliegen dem einfach die Optiken um die Ohren, das wird nichts. Bums. Kein Laser. Und dann kriege ich plötzlich ein Telegramm, damals noch, von Herrn Beitz. Und kriege diesen Preis da und deswegen ist der Preis eben doch wichtig, weil damit waren 850.000 D-Mark verbunden und dann konnte ich den Laser einfach kaufen. Super. Also dachte ich, vielleicht habe ich mich ja geirrt und es geht wirklich nicht, aber das Risiko gehen wir jetzt ein. Und es funktioniert. Inzwischen können wir enorm großartige Oberflächen machen. Dominik wird das da noch genauer darstellen. Und das war letztlich der Startpunkt für das, was später das Start-up Surfunction war. Und hier sehen Sie auch Andres Lasani ganz links, Ralf Zastrau ganz rechts. Und das ist das Startteam, mit dem wir das jetzt vorantreiben. Das finde ich großartig. Der andere junge Mann, von dem schon die Rede war, der Matthias Maurer, der hat ja bei uns studiert. Was man hier sieht, kennen ja viele aus den Medien natürlich. Eigentlich müsste das ein Video sein. Naja, und man sieht also, ich fand das schon toll, dass ich trotz Corona von der NASA eingeladen worden bin nach Cape Canaveral, um beim Start dort von dieser über diese Rakete von Herrn Musk dabei sein zu dürfen. Also das war schon eine tolle Geschichte. Und dass er dann auch diese Touching Surfaces Proben mit uns gemeinsam gemacht hat, das war sein persönliches Experiment. Also das war schon ein enormer Zufall natürlich. Und ja, wir werden ihn nachher noch hören. Insgesamt ein kleiner Überblick, das sind die Projektleiter in meinem Institut und ich lese Ihnen jetzt nicht die verschiedenen Themenbereiche vor, aber Sie sehen, da ist tatsächlich Grundlagenforschung separat, Grundlagenforschung und Lehre, in der Mitte die internationalen Themen und rechts direkter Transfer und Innovation. Es ist mir unheimlich wichtig, das nochmal zu betonen, man muss das trennen. Wenn einer das vermischt, kommt meistens die Grundlagenforschung zu kurz und das ist nicht gut oder der Transfer gelingt nicht. Diese europäische Schule ist unheimlich wichtig für uns geworden, weil wir, wie man sieht, die Europäische Union hat über 18 Millionen da inzwischen investiert. Die findet uns gut. Die findet uns deshalb gut, weil wir das nicht einfach auf Englisch machen, sondern weil wir das in 4 verschiedenen europäischen Sprachen machen.
und dadurch natürlich die Tür beispielsweise mit Spanisch nach Südamerika öffnen und dann viele interessante Leute weltweit hierher kommen. Und das ist zum Beispiel so ein Jahrgang und es ist eine Freude zu sehen, wie diese jungen Leute, mit welcher Begeisterung sie hier bei uns und dann in Nancy, in Barcelona und so weiter studieren. Ich möchte auch bei der Gelegenheit alle Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die heute Abend hier sind. Und zwar auch ein bisschen interdisziplinär, also nicht nur die Materialforscher, sondern eben auch die System Engineering Leute und die Kollegen von der Festkörperchemie. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir interdisziplinär stärker als bisher zusammenarbeiten. Und es wurde schon genannt, ein Thema, was ich gemeinsam mit Flavio Soltera vorantreibe, ist dieses European Center for Circular Economy in der Großregion. Und man sieht ganz unten, es gibt eine Circular Economy Initiative Deutschland. Und da ich ja auch Sprecher der Akademie der Technikwissenschaften, Architekt bin, habe ich rechtzeitig diese ganzen Entwicklungen verfolgen können. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, dieses Center hier in die Uni der Großregion zu holen. Und inzwischen hat Michael Vielhaber mit seinem Team das Circular Saar gegründet, oder es ist dabei, sich zu entwickeln, und da steckt ja viel Geld dahinter und es werden viele Gestaltungsmöglichkeiten neu dargestellt. Also ich drücke die Daumen und lasst uns gut zusammenarbeiten. Ich glaube, das tut auch der Universität gut, wenn wir dieses Thema hier kompetent und professionell vorantreiben. Ein einziger Blick nach dem, was ich so lernen durfte. Sie sehen auf der linken Seite einen roten Pfeil, das ist der Professor Oser. Mit dem habe ich mal dieses Buch gemeinsam geschrieben. Das hat mich in die tatsächlichen Tiefen der stochastischen Geometrie geführt und meinen Blick auf die Materialforschung aus der mathematischen Sicht sehr geprägt. Da bin ich sehr dankbar. Und auf der rechten Seite mein Doktorvater an der Bergakademie Freiberg, Heinrich Oettel. Was ich daraus gelernt habe, die Leute bei mir lachen schon, wenn ich das immer sage, das Gefüge weiß alles, also die Struktur, das Gefüge weiß alles. Wir müssen nur die Zusammenhänge und wirklich die Kausalitäten finden, manchmal in 2D, aber manchmal braucht man auch 3D und dafür muss man die entsprechenden Techniken entwickeln. Und ich bin sehr froh, dass wir hier diese, wurde schon mehrfach gesagt, auch die Ausrüstung dafür aufbauen durften und ein enorm kompetentes Team haben. Und ich bedanke mich ganz besonders bei Christoph Pauli, bei Jenny Barriero und bei Michael Engstler aus meinem Team. Aber oben sehen Sie Christian Motz mit seinem Team ist auch aktiv. Also einige der Techniken werden auch von ihm betrieben und vor allen Dingen leitet er die jetzt von der Universität gestaltete Core Facility. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schritt, in der korrelativen Anwendung dieser Techniken voranzukommen. Ein Beispiel, warum machen wir das? Saarland hat viel mit Stahlindustrie zu tun. Wenn Sie jetzt in den Zeitungen lesen, grüner Stahl, ja oder nein, gibt es da überhaupt eine Chance? Das hat weniger mit dem Stahl als mehr mit dem Wasserstoff zu tun. Aber auf jeden Fall höre ich manchmal Leute im Fernsehen, die nicht aus dem Saarland kommen, die vielleicht Volkswirt sind, aber nicht wissen, dass Stahl nicht gleich Stahl ist. Und die sagen, ja, ja, Stahl ist ja kein Hochleistungswerkstoff. Ich behaupte doch. Und genau das machen wir in dem Team, das Sie oben links sehen. Herzlich willkommen an alle, die hier aus der Stahlindustrie heute Abend bei uns sind. Und ein Beispiel, was mich persönlich sehr beeindruckt, sind die Monopiles, die in Dillingen entwickelt werden. Das sind die rechts unten die kleinen, süßen, gelben Stifte, auf denen die Windkraftanlagen stehen. Und diese kleinen, süßen Stifte müssen Windkraftanlagen tragen, bei denen Sie sehen, da ist die Achse inzwischen so hoch wie der Kölner Dom. Die Achse so hoch wie der Kölner Dom. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen sind diese kleinen, süßen, gelben Piles auch eher so. Sie sehen, der rote Pfeil, das ist ein Mensch und die Masse, habe ich mir sagen lassen, 1500 Tonnen, Durchmesser 10 Meter, Länge 100 Meter, gigantisch. Und das in einer einheitlichen Qualität herzustellen und dann auch noch verschweißen zu können, das sind enorme Technologien, die wir im Saarland beherrschen
Und hier können wir wirklich Zirkularität, Kreislaufwirtschaft leben, weil wir genau diesen Stahl auch später wieder brauchen, wenn wir die rausgeholt haben, nach 25, 30 Jahren wieder einschmelzen im Saarland. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Ein bisschen wurde schon der Ehrenpräsident der DGM, Herr Petzow, genannt. Er ist letztes Jahr leider gestorben, mit 97 Jahren. Und ich erwähne ihn deshalb, weil das für mich eine besondere Persönlichkeit war. Und zwar, ich war 5 Jahre am Max-Planck-Institut und dann wurde er emeritiert und dann plötzlich hatten die Max-Planck-Direktoren gesagt, sie hätten sich überlegt, der Frank Mücklich soll doch mal die Abendveranstaltung gestalten. Dachte ich, ja, was ist da los? Und dann habe ich mitgekriegt, ach so, das sind richtig abendfüllende sozusagen fernsehreife Veranstaltungen und das hat mir dann doch ein bisschen zu schaffen gemacht, hat mich ungefähr ein halbes Jahr Zeit gekostet und dann habe ich aber gedacht, was mache ich jetzt? Dann kam am Ende so etwas raus, was heute bei der Max-Planck-Gesellschaft das Petzow Musical Orden der Minerva heißt. Können Sie auf YouTube sich angucken und habe also eine zusammenhängende Handlung geschrieben. Und was für mich das Fantastische bei der Sache war, alle, die Sie hier sehen, sind Mitarbeiter des Instituts. Und plötzlich stellte sich raus, wie gut die singen können, wie gut die tanzen können und was die noch alles für Ambitionen haben. Das war auch eine für mich wichtige Erfahrung, menschlich Leute außerhalb ihrer rein beruflichen Facetten überhaupt kennenzulernen. Das führte dazu, dass er dann, ja, wir haben dann eine wirklich lebenslange Freundschaft miteinander gehabt und er hat mir diesen Tetraeder dann auch geschenkt, der bei uns vom Institut steht. Und daraus ist aber auch etwas entstanden. Er hatte nämlich eine Zeitschrift gegründet, die Praktische Metallographie, deren Herausgeber ich jetzt sein darf. Und hier danke ich nochmal Michael Engstler, der die Redaktion leitet. Und dann, wie immer, versuchen wir das natürlich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da ist der Dominik, der hier so bescheiden hinter mir steht, der hatte eine tolle Idee und sagt, Frank, da geht es ja um Daten. Wir müssen Datenstrukturen, wir müssen dafür etwas aufbauen. Und da ist das PM-Forum entstanden, gemeinsam mit der DGM. Und und hier danke ich nochmal der Jenny Barriero und dem Michael Kasper, dass sie diese Datenstruktur in monatlichen Aktualisierungen aufbauen. Denn wir alle wissen, Digitalisierung und Daten ist der Punkt. Und hier geht es um Präparation, Daten, die für diese Weiterentwicklung dringend nötig sind. Und am Ende wird, das sehen Sie auf der rechten Seite oben, eine Neuauflage dieses Buches herauskommen. Das ist ein tatsächlicher Weltbestseller, der irgendwie jetzt auch an mir hängt. Und ich bin mal gespannt. So. Jetzt haben wir über alles geredet, nur nicht über KI und heute muss man immer irgendwie über KI reden. Wie mache ich das jetzt? Ich rede zunächst mal über natürliche Intelligenz. Und zwar dachte ich mir Folgendes, wenn Sie diese Bilder hier sehen, da sehen Sie, es ist für einen Computer vor, sagen wir mal, 20 Jahren schwer gewesen, dass der Computer erkennt, dass das womöglich dieselbe Frau sein könnte. Und so ungefähr ist es mit unseren Gefügen auch. Wir schneiden da rein und wir haben verschiedene Mikroskope und wir sehen verschiedene Bilder. Und das ist aber etwas, was bisher mit natürlicher Intelligenz gemacht worden ist, wo wir künstliche Intelligenz ansetzen. Bevor Dominik Britz damit ansetzt, möchte ich aber herzlich Danke sagen. Ja, seit 30 Jahren alles mitgemacht, wirklich wunderbar. So, damit gebe ich weiter an die wichtigen Themen. Ja, vielen Dank. Ich darf jetzt den Sprung aus den Grundlagen in den Transfer wagen und möchte mich auch zunächst nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie alle da sind. Ich werde auf ein zentrales Thema auf dem MEX zu sprechen kommen, nämlich die KI-basierte Gefügeanalyse und anschließend unser gemeinsames Startup, die Surfunction, ganz kurz vorstellen wollen.
und habe mir überlegt, wie mache ich das am besten und habe erst mal geschaut, wie haben wir eigentlich mit dem Max angefangen und habe dann tatsächlich dieses Video gesehen, den Ton erspare ich Ihnen, aber das war sehr, sehr spannend. Schon 2009 hatten wir damals die Idee, also wir müssen da mehr und besser mit der Industrie zusammenarbeiten und haben die zentralen Technologien tatsächlich bis heute nicht verloren. Also Sie sehen, Frank hat sich auch fast nicht verändert. Tribologie ist nach wie vor ein Thema. Das Thema Laserinterferenz, werden wir gleich hören, hat einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert nach wie vor an unserem Institut, aber eben auch die klassische Gefügeanalyse und all das machen wir inzwischen seit 15 Jahren sehr, sehr erfolgreich. Damals bei der Eröffnung, auch da waren wir hier in dieser Aula, habe ich ein paar Bilder rausgesucht. Herr Minister Rippel, der das damals mit möglich gemacht hat, auch mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Landes im Rahmen der Bleibeverhandlungen, bevor Frank dann nach Stuttgart zu Bosch abgehauen wäre. Auch damals waren wir schon mit den verschiedenen Kollegen aus der Fachrichtung hier. Herr Rolles ist da, auch er hat sich kaum verändert. Herr Behre ist da. Schön, dass Sie nach wie vor auch für das MEX brennen und uns hier begleiten. Die Kollegen, einige sind da, sind auch nach wie vor zahlreich vertreten, besonders hier Christoph Pauli und Peter Leibengut, die da sind. Vielleicht erkennt der ein oder andere Sie. Christoph hat ein bisschen anderen Haarschnitt, aber da werde ich zeigen, das geht auch noch schlimmer. Herr Haug von der Steinbeis Stiftung war auch damals schon da. Er war derjenige, der dieses Konzept aus Stuttgart hier an die Uni des Saarlandes gebracht hat. Und es ist wirklich ein schönes Zeichen, dass er auch heute den Weg ins Saarland gefunden hat und diesen Transfer über Steinbeis möglich macht. Das Gründerteam damals waren die Doktoranden Christian Selzner, der das Ganze operativ vor allem vorangetrieben hat, Michael Engstler, der das ganze Thema Tomographie unter seinen Fittichen hatte, Carsten Gachot, die Lasertechnologie und Peter Leibengut, der vor allem am Röntgendifraktometer und im Hintergrund immer sehr, sehr die Geschicke und Organisation des Lehrstuhls und des Instituts im Griff hatte. Aber auch ich war damals schon dabei, deswegen, also Frisuren gehen tatsächlich schlimmer. Ich hatte tatsächlich die große Ehre, das erste MEX-Projekt damals schon 2009 durchführen zu dürfen. Das war mit der Firma Atotech. Und damals war die Mission, dass wir die Ergebnisse und Methoden aus der Grundlagenforschung eben in die werkstofftechnische Anwendung bringen. Das haben wir uns damals auf die Fahnen geschrieben und das machen wir nach wie vor. Und inzwischen ist das Leistungsspektrum relativ breit, von klassischen Serviceleistungen, die wir für kleine und mittelständische Unternehmen hier im Saarland anbieten, über Machbarkeitsstudien, über strategische Partnerschaften. Da darf ich besonders die strategische Partnerschaft auch mit Dillinger nochmal hervorheben, die inzwischen seit fast 15 Jahren sehr, sehr aktiv ist. Wir gehen immer weiter in die Bereiche auch der Beratung und der Schulung und genau dort möchten wir auch weitermachen. Und die regionalen Partner wurden schon angesprochen. Wir haben über 20 regionale Partner, über 100 nationale und internationale Partnerschaften und einige, das freut mich besonders, dieser Firmen haben Vertreter heute Abend geschickt. Uns zeigt auch da wieder, welche Wichtigkeit und welche Relevanz Werkstoffe auch in der saarländischen Wirtschaft nach wie vor spielen. Natürlich brauchen wir auch neue Technologien, aber es ist sicherlich sinnvoll, auch sich der alten Stärken eines Industriestandorts zu berufen. Und da haben wir ganz tolle Firmen, Hüdag, Dillinger, auch einen Hans Leffer, Hager. Mit all diesen Firmen arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen und sind froh, da auch einen kleinen, bescheidenen Anteil im Bereich der Werkstoffe liefern zu können. Als Team, das wurde eben schon gesagt, ist man sehr, sehr erfolgreich. Ich habe hier die Bilder nochmal mitgebracht und zu jedem Einzelnen könnte ich jetzt hier auch nochmal Geschichten erzählen und mich auch bei jedem persönlich bedanken. Ich möchte zwei Personen besonders hervorheben und zwar einen, den Sie alle kennen, weil sobald Sie einen Schadensfall oder Ähnliches haben, war Adrian derjenige, der das Ganze mit Ihnen dann organisiert hat, der im Hintergrund sehr, sehr viel Organisatorisches vorangetrieben hat und jeder, der mal einen Termin mit Frank oder mir gesucht hat oder irgendwelche Fragen hatte, kommt irgendwann bei Nadja raus und sie macht da im Hintergrund einen grandiosen Job. Leider ist Nadja heute kurzfristig leider verhindert, aber Adrian ist da, auch wenn er uns leider demnächst verlassen wird und sich neuen Herausforderungen stellt, möchten wir an der Stelle auch nochmal ganz herzlich Danke sagen und wir freuen uns dann beim 70-jährigen Jubiläum auch dann nochmal mit dir anstoßen zu können.
machen wir. Als ein Beispiel, wo es sich zeigt, einfach dran zu bleiben, es lohnt sich dran zu bleiben, haben wir das Thema KI rausgesucht. Natürlich KI. Wir haben bereits 2007 gemeinsam mit Professor Weikum vom Max-Planck-Institut damit angefangen. Damals hieß es, glaube ich, noch Statistik, aber wir haben es trotzdem jetzt auch schon mal Machine Learning Klassifizierung genannt, damals mit Gusseisen. Und auch da waren wir schon sehr, sehr erfolgreich. Alexandra, die heute auch da ist, hat damals 2009 auch für ihre Arbeiten die Werner-Köster-Preis der DGM bekommen. Und das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, also da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Dann hat es ein bisschen gedauert und wir haben dann offiziell 2013, ein bisschen vorher, waren die ersten zarten Gehversuche gemeinsam mit Dillinger, das Thema im Rahmen der strategischen Partnerschaft aufgegriffen. 2018 waren wir dann mit dem aufkommenden Deep Learning Hype bereits schon mit einem ersten Use Case im Bereich der Stahlgefüge sehr, sehr erfolgreich und konnten dann 2020 auch den Georg-Sachs-Preis der DGM dafür bekommen und haben parallel auch mit den Kollegen vom DFKI, namentlich Professor Tim Dahmen, auch das Thema Fortbildung und Lehrgänge aufgegriffen. Dort inzwischen auch mit Martin Müller zusammen mit der Advanced versuchen wir eben genau diese Brücke zwischen Informatik und Materialwissenschaft und Werkstofftechnik zu überbrücken und diese Themen eben aktiv angehen zu können. Genau, ein bisschen musikalische Untermalung haben wir auch eingebaut. Nachher gibt es dann auch noch am Flügel was. In der Zwischenzeit sind wir auch weitergekommen, also weg nur vom Stahl, vom Gusseisen, Nickel, Basislegierung. Inzwischen läuft tatsächlich schon die 5. Promotion zu dem Thema gemeinsam mit Dillinger, zeigt auch da, es dauert ein bisschen, aber wenn man es richtig macht, können wir, und da sind wir besonders froh, dass auch Kollegen des Montan Innovation Labs da sind, können wir auch da den Transfer nochmal in die industrielle Anwendung vorantreiben und sind besonders stolz, dass dank Martin und Björn wir seit Anfang des Jahres eine erste Web-App zur Gefügeklassifizierung online bringen konnten. Und ich hätte gerne heute schon mehr verraten, aber wir werden demnächst eine sehr, sehr bedeutende strategische Partnerschaft in diesem Bereich verkünden können, dank der Unterstützung von Dillinger und dem Mills, die eben auch diesen Innovationsgedanken aufgegriffen haben, den Transfer aktiv mitgestalten und so aus dem Saarland tatsächlich in die Welt eine bisher nicht übertroffene Performance bei der KI-basierten Gefügeanalyse ermöglichen. Ein paar Beispiele, ich will Sie jetzt nicht mit Details langweilen, wo wir das schon überall können, also Korngrenzen. Da geht es darum, wirklich nicht nur zu sagen, wie viel ist denn da ungefähr drin, je nachdem, wenn Sie das morgen früh nach dem einen oder anderen Bier machen müssten, wäre das sicherlich nicht so zuverlässig wie unsere KI. Es geht darum zu verstehen, wie sind verschiedene Materialien aufgebaut, zusammengesetzt, in welchen Anteilen, was ist da genau in diesem Material drin und überall dort sind wir im Moment dabei, wirklich KI-basierte Standards zu setzen und dann hoffentlich sehr, sehr bald auch das in einer sehr, sehr vielversprechenden Kooperation dann in die industrielle Anwendung zu bringen. Das Team ist auch da das Entscheidende und da bin ich besonders froh, dass wir mit Dr. Martin Müller und Björn Bachmann 2 Kollegen haben, die dieses Thema sehr, sehr aktiv und mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit vorantreiben. Martin ist inzwischen auch hoch dekoriert, er wird uns da hoffentlich sehr, sehr lange auch noch hier an der Uni zur Verfügung stehen. Björn, der demnächst mit Sicherheit auch eine ausgezeichnete Promotion abgeben wird. Er ist so mit der App beschäftigt, dass er jetzt noch zum Schreiben kommen muss, aber da haben wir am Lehrstuhl auch Erfahrung, dass das, wenn es ein bisschen länger dauert, trotzdem sehr gut werden kann. Das war als ein Beispiel, was wir im Bereich Transfer mit diesem Material Engineering Center Saarland machen. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, möchte ich ein Beispiel zeigen, unsere Surfunction. Auch da haben wir von Frank schon gehört, es dauert. 1999 waren die ersten Anwendungen, die wir in dem Bereich dann mit dem Geld von diesem Alfred von Krupp-Preis bekommen haben, 1999. Und es gibt hier im Raum zahlreiche Doktoranden, die in ihrer Promotion das Thema DLIB aktiv vorangetrieben haben.
auch Klaus. Ganz besonders möchte ich aber Andres hier an der Stelle hervorheben. Ich will gar nicht so viel zu DELIB erzählen, das macht er gleich. Aber er hat es möglich gemacht, aus dieser Idee aus dem Labor eine kleine, kompakte Optik zu designen, die den Weg geebnet hat, um das dann in die industrielle Umsetzung zu bringen. Auch das war sehr, sehr erfolgreich. Auch hier gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht wiederfinden, den Innovationspreis für eine der besten Laserinnovationen von Trumpf über die Berthold Leibinger Stiftung. Und dann haben wir 2020, nachdem wir da sehr, sehr positive Signale aus der Industrie bekommen haben, die Sphere Function gegründet. Da kam so ein kleiner Virus dazwischen, sodass wir operativ dann erst Ende 2021 gestartet sind, sodass wir im nächsten Jahr einfach nochmal 5-jähriges Jubiläum feiern könnten, wenn wir das wollten. Aber da haben wir auch sehr, sehr viele wichtige Meilensteine inzwischen erreicht. Wir haben am Standort in Dresden die Sphere Function Tech gegründet. Wir haben ein sehr, sehr schönes EU-Projekt. Professor Beck ist unter anderem da, mit der wir das Thema Kreislaufwirtschaft, laserbasierter Fertigung ganz neu denken. Und wir haben vor allem Anfang des letzten Jahres eine große Finanzierungsrunde mit einem sehr, sehr namhaften Venture Capitalisten abgeschlossen, aber, und das gehört auch dazu, mit einem renommierten Hidden Champion aus dem Saarland. Andreas Leffer wird nachher auch noch zu uns stoßen. Auch das zeigt, aus dem Saarland in die Welt sind wir der Meinung, dass wir hier mit der Sphere Function was erreichen können. Den neuesten Meilenstein haben wir erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Wir haben eine Firma in Aachen übernommen, die Sphere Coatec, um das Thema Oberflächen noch weitreichender, noch vollständiger übernehmen zu können. Das heißt, vakuumbasierte Dünnschichttechnologien, um noch besser die Anforderungen aus der Industrie umsetzen zu können. Dieses Bild haben Sie eben bei Frank schon gesehen. Unser Anspruch ist wirklich, nach dem Vorbild der belebten Natur Oberflächen zu gestalten. Nachhaltig, aber eben auch wirtschaftlich relevant und effizient. Und diese Optik, die finden Sie inzwischen in unseren Laboren, in den Anlagen der Sphere Function. Und das ist, wie gesagt, vor allem der Verdienst von Andres Lassagne und seinem Team an der TU Dresden. Mit dieser Optik ist es wirklich möglich, Materialien zu programmieren. Wir können wahnsinnig schnell, wirklich Quadratmeter pro Minute, Bauteile jeglicher Geometrie, Freiform bearbeiten, um diese bioinspirierten Oberflächen auf technische Produkte zu überführen. Ein paar Anwendungen von der Tribologie. Die Steckverbinder waren die ersten Themen. Kim Trinh kennt das Thema sehr, sehr gut, der das vorangetrieben hat. Alles, was sich irgendwie gegeneinander bewegt, Reibung und Verschleißminimierung, optische Effekte, es sieht, wenn das Licht richtig leuchtet, auch sehr, sehr schön aus, geht weiter, Plagiatschutz, Benetzungseigenschaften, Easy-to-Clean-Oberflächen, bis hin auf die ISS haben wir es geschafft mit unseren antimikrobiellen Oberflächen und auch bei der Energiewende glauben wir, einen ganz erheblichen Beitrag leisten zu können. An der Stelle, wie gesagt, möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich dem Team danken, hier stellvertretend des MEX. Es freut mich, dass die Sphere Function-Kollegen auch hier sind und in diesem Tetraeder, hier findet man eigentlich auch bei der Sphere Function von allem was. Wir haben die solide Grundlagenforschung, auch dort ist der Transfer ganz, ganz wichtig, dass diese Ideen in Patente überführt werden, diese Patente dann auch verwertet werden können. Auf der anderen Seite das MEX, was die ersten Kontakte zur Industrie hervorgebracht hat, mit denen wir das Ganze aktiv vorangetrieben haben, um es dann jetzt final mit der Sphere Function eben auch verwerten zu können. Und die Talente, das Bild hat Frank eben gezeigt, kommen eben zum Glück nicht nur aus dem Saarland und Deutschland, sondern wir haben inzwischen, ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Nationen auch bei der Sphere Function im Team. Das bringt wahnsinnig viel Innovationskraft und hilft, das Ganze wirklich auch mit ganz anderen Augen die Probleme neu zu lösen. Und ich würde an der Stelle sagen, auf die nächsten 50 Jahre, wie Sie die dann zusammensetzen, bleibt Ihnen überlassen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt möchten wir uns gerne ganz konkret bedanken. Und zwar bei diesen beiden, die haben nämlich den Ärger gehabt, diese ganze Geschichte hier im Sekretariat auszuhalten, alle Einladungen und was alles war. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten?
Und ich persönlich finde immer Wein ganz gut, aber Wein, naja. Aber es gibt einen ganz besonderen Wein, vielleicht haben Sie schon mal gehört, die Firma Schmidt-Weber im Saarland. Und die haben, wenn Sie das Etikett angucken, Wein aus 3 Ländern mit 3 verschiedenen Traubensorten zu einer Cuvée gemacht und daraus dann eine Art Champagner, und der Preis ist auch wie beim Champagner. Also es ist wirklich was Besonderes. Und deswegen bitte ich jetzt mal nach vorne den Pascal Hauch und die Susanne Kern-Schumacher und der Adrian Thome. Wo ist er? Ja, der kommt bitte auch nach vorne. So, also, Susanne, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. War großartig, dass ihr das so tapfer hingekriegt habt, trotz aller Computerschwierigkeiten. Natürlich nicht während der Arbeitszeit. So, Dankeschön und ich hoffe, es schmeckt. So, meine Herrschaften, und jetzt übergebe ich an den jungen Mann, von dem schon oft die Rede war. Ja, alles relativ, ne? Bitte schön, Andres. Okay, zuerst Frank, Dominik, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist wirklich eine Ehre, hier zu sein, weil ich werde ein bisschen emotional, das kann passieren. Hier hat meine wissenschaftliche Karriere angefangen, ja, und mit 24 Jahren alt, bin ich nach Saarland gekommen mit 23 Kilo Gepäck und hier hat alles angefangen für mich. Frank, vielen Dank. Gut, ich versuche zurückzukommen auf die Normalität. Ich habe mich nicht nur in Frank verliebt, sondern auch in die Technologie von Laserinterferenzstrukturierung. Und da könnte ich meine Doktorarbeit starten im Jahr 2003 bis 2006. Ich glaube, war Dezember 2006. Und wie gesagt, das hat mein Leben verändert. Ich habe diese Technologie einfach unglaublich gefunden. Nicht nur, weil mit Laser zu arbeiten ist cool, auch weil man kann sehr viel machen. Im Prinzip, wir können jede Oberfläche, die wir sehen, die wir anfassen, neuen Eigenschaften bringen. Und da habe ich gesagt, toll. Ja. Und Frank und Dominik haben schon kurz gesagt, es hat zu tun mit Inspiration von der Natur. Ich werde jetzt nicht so viel darüber reden, aber die Natur ist klug. Die Natur ist klug, weil es versucht zu überleben. Ja, so wenn wir sehen die Oberflächen bei Pflanzen, Fische, Insekten, wir finden sehr kleine Strukturmerkmale im Mikrometer, Submikrometerbereich, sogar im Nanometerbereich. Und warum hat die Natur sowas gemacht? Wie gesagt, zum Überleben. Ja, es gibt Pflanzen, hier der Reisleaf, Lotusblatt ist auch sehr bekannt. Die haben eine Oberfläche, die wasserabweisend ist, super hydrophob. Warum? Wenn Schmutz auf ein Blatt kommt, wenn ich das nicht schnell wegmache, dann die Pflanze stirbt. Das heißt, jetzt es regnet ein bisschen, das Wasser kann die Oberfläche reinigen, die Pflanze kann weiter überleben. Der Haifisch, der muss fressen. Ja, so wir haben Shark, der Film gesehen, ja, hoffentlich. Die essen auch was anderes, nicht nur Menschen. Aber wenn es schwimmen muss, ja, es muss schwimmen, verbraucht Energie. Und die Oberfläche von der Haifisch hat auch eine sehr spezifische Struktur, periodische Struktur, die erlaubt, der Verbrauch von Energie oder anders gesagt, der Reibung zwischen der Haut und das Wasser zu reduzieren. Also mit weniger Energie kann der Fisch länger schwimmen. Und dann es gibt Insekten, die sind super interessant, die haben antimikrobielle Eigenschaften. Bakterien können sich nicht anhaften.
Ja, das ist auch super interessant für uns, zum Beispiel in der Biomedizintechnik. Das heißt, jetzt müssen wir den Weg zu finden, um solche wunderbaren Eigenschaften von natürlichen Beispielen auf technisch relevanten Materialien zu übertragen. Und da ist natürlich, wo Interferenzstrukturierung in Frage kommt. Was haben wir gelernt von der Natur? Okay, wir brauchen Strukturen, die sehen so aus, ja, ein bisschen repetitiv, periodisch. Wir brauchen Elemente im Submikrometerbereich, Nanometerbereich, Mikrometerbereich, also sehr kleine Strukturen. Ein Haar hat einen Durchmesser von 30 bis 50 Mikrometer. Wir brauchen Strukturen, die vielleicht Faktor 10 bis Faktor 100 kleiner sind. Und dann sehr besonderen Geometrien. Jetzt, ich bin auch Ingenieur, Time is Money, habe ich 100-mal gehört. Und Time ist Geschwindigkeit. Das heißt, wir brauchen ein Verfahren, das schnell ist. Wir müssen diese Oberflächen sehr schnell bearbeiten. Gleichzeitig, wir haben sehr viele Materialien hier auch im Raum. Am besten wäre es sogar, wenn wir noch eine Technologie haben, die wir in sehr viele Materialien anwenden können. Und noch dazu, der Prozess muss robust, muss stabil. Und da ist, wo ich sagen wir, weg von Saarland gekommen bin, habe ich mich gefragt, wie können wir diese Technologie robuster machen. Ja, das kommt ein bisschen jetzt in der Kursenzeit. So, Lasertechnologie, es ist super, nicht nur, weil ich mit Laser arbeite. Wir haben die Möglichkeit, einen Laserstrahl auf einen ganz kleinen Fleck, auf einen ganz kleinen Punkt zu fokussieren. Und da wir eine sehr hohe Intensitäten schaffen, sind wir in der Lage, zum Beispiel Materialien aufzuschmelzen und zu verdampfen. Typischerweise, was wir kennen, zum Beispiel bei alle Handys, es gibt so einen Code, das wird sehr oft mit Laser hergestellt. Ja, das Verfahren, das dafür genutzt wird, heißt direkt Laser schreiben. Sie sehen auf der Animation, es gibt so zwei Spiegel, es kommt ein Laserstrahl. Mit diesem zwei Spiegel kann ich den Laserstrahl auf eine Oberfläche bewegen und dann mit einer Linse kann ich den Strahl fokussieren. Typischerweise können wir Strukturen schaffen, die etwa 30 bis 45 Mikrometer groß sind. Das ist für uns, von was wir von der Natur gelernt haben, ist zu groß. Wir brauchen noch kleinere Strukturen. Und da kommt in Frage Interferenzstrukturierung, und das ist die einzige Gleichung, die es gibt in der Vortrag, keine Angst. So, was wir dort sehen, im Prinzip durch die Kombination von 2, 3, 4 oder mehreren Laserstrahlen sind wir in der Lage, ein Interferenzmuster zu schaffen. Was ist ein Interferenzmuster? Es ist wie ein Stempel von Licht, von Energie, und ich bringe dann diesen Stempel mit einem Laserpuls, ja, auf der Materialoberfläche, und dann entsteht auf den ganzen Bereich, die ich belichtet habe, so eine periodische Struktur. Was noch super interessant ist, dass einfach durch Variation der Winkel, es wissen die Laserstrahlen, kann ich ganz genau definieren die Größe von der Struktur, zum Beispiel von 150 Nanometer bis 30 Mikrometer. Das heißt, wir haben ein Verfahren, das erlaubt uns, beide Sachen zu machen, Strukturgröße zu kontrollieren und noch dazu die Geometrie. So, wie funktioniert das? Wir haben gepulste Lasersysteme, so es kommt ein Laserpuls, wir kombinieren in diesem Fall 4 Laserstrahlen und dann auf den ganzen Bereich, wo die Intensität, ich meine, dass wir den Bereich, wo wir das Material bestrahlen, entsteht diese periodische Struktur mit einem Laserpuls. Ja, bis jetzt alles relativ einfach, werden wir sehen, dass der Weg war nicht so kurz, hat gerade Dominik und Frank auch gesagt, wir haben 20 Jahre mehr oder weniger gebraucht. Genau, so, das ist jetzt die Realität. Was können wir auf Metallen schaffen? Sehr komplexen Geometrien mit sehr unterschiedlichen Strukturgrößen von 150 Nanometer bis zu mehreren Mikrometer. Was Sie sehen hier, das sind nur Beispiele auf metallischen Werkstoffen. Ja, das Gleiche geht es für Polymere, für keramische Werkstoffe und auch anderen Materialien. So, welche Funktionen können wir schaffen? Hier möchte ich ein paar Beispiele präsentieren, die vielleicht auch relativ einfacher zu sehen, zu visualisieren sind.
Wir haben sehr viel schon gesprochen über Lotusblatt, wasserabweichenden Oberflächen oder superhydrophoben Oberflächen. So, was passiert da? Es gibt die bestimmten Strukturierungsmerkmale nochmal, die sehr klein sind, und wenn ein Wasser fällt auf diese Oberfläche, kann die Oberfläche nicht benetzen, es rollt einfach. Und wenn die Oberfläche noch dazu schmutzig ist, diesen Tropfen können auch diesen Schmutz wegmachen. Ja? So, das ist die Idee, und das sind die Strukturen, die wir zum Beispiel in Interferenzstrukturieren herstellen können. Hier sind die Strukturen, die sind etwas, sagen wir, groß, 5 Mikrometer groß, haben so eine pilarartige Struktur. Was noch interessant ist, dass diese kleinen Strukturen sind noch dekoriert mit noch kleineren Strukturen. Die haben einen Namen, die heißen LIPS, es ist jetzt egal, hat zu tun mit selbstorganisierenden Prozessen, wenn man zum Beispiel Pikosekundenpulsen nutzt. Aber wir haben jetzt die Kombination auf eine Struktur von mehreren Strukturierungsmerkmalen. Und das ist genau, was man braucht, um diese Superhydrophobizität zu schaffen. Wie sieht es aus jetzt, die Benetzungseigenschaften? Sie sehen hier eine Edelstahloberfläche, den Bereich, die schwarz aussieht. Das wurde mit dem Laser strukturiert. Und Sie sehen, es gibt überhaupt keine Chance für diese Flüssigkeit, für Wasser, dass die Oberfläche benetzt wurde. Ja, wir haben eine super hydrophobe Oberfläche geschafft. Nächster Schritt war, okay, es ist super hydrophob, es ist auch selbstreinigend. Und hier haben wir Aluminium strukturiert. Das ist apropos eine Hochgeschwindigkeit, Videoaufnahme. Wir haben ein bisschen Schmutz platziert und wir sehen jetzt, das Tropfen vom Wasser rollt und nimmt diesen Schmutz weg, genau so wie bei der Lotusblatt. Das heißt, haben wir auch eine Oberfläche mit selbstreinigenden Eigenschaften. Etwas, das auch mit Benetzungseigenschaften zu tun hat, ist Korrosionwiderstand. Wir können uns vorstellen, wenn eine Flüssigkeit in Kontakt mit einem Metall ist, es gibt eine Wechselwirkung von Ionen. Ich meine, wir verlieren im Prinzip Material, wir haben einen Verlust von Material. Aber wenn eine Oberfläche nicht nass werden kann, dann sollte auch nicht korrodieren. Und das haben wir auch getestet mit der Interferenzstrukturierung auf eine Aluminiumlegierung. In Abhängigkeit oder noch dazu zu der superhydrophoben Oberfläche, wir können auch die Oxidschicht noch ein bisschen dicker machen, das ist immer gut für Korrosionwiderstand. Und so könnten wir die Korrosionwiderstand bei 97% verbessern. Wir reden nicht über kleine Effekte, wir reden über beeindruckende Eigenschaften, die wir auf ganz normalen Materialien, in diesem Fall Metallen, einbringen können. Etwas, das auch sehr schön bei Interferenzstrukturierung ist, hat zu tun mit optischen Eigenschaften. Ich glaube, es gibt hier genug Leute, die wissen noch, was ein CD ist. Ja? Und für denen, die die Chance hatten, noch ein CD zu sehen, wir wissen, dass wir ein CD zum Beispiel auf weißes Licht platzieren, dann sehen wir sofort einen Regenbogen. Das hat zu tun, was das Licht wird gebeut, ja, in unterschiedlichen Farben, die Farben von das weißes Licht. Ja. Und wenn wir so etwas machen, auch auf metallischen Substraten, entsteht auch so eine Art von Regenbogen. Je nachdem, wie groß oder wie klein die Strukturen sind, können wir auch ein bisschen mit den Farben spielen und kontrollieren, was von Farbeffekten wir schaffen können. Das ist gut zum Beispiel für dekorative Anwendungen oder für Plagiatschutz, also Bauteilen, Elementen, die wir von Plagiat schützen möchten. Dann können wir so eine Art von Label aber direkt auf den Metall schmelzen. Das ist sehr schwierig zu kopieren. Aber wir hatten uns auch gedacht und überlegt, wie können wir raus von diesem Regenbogen. Der Regenbogeneffekt ist sehr schön, aber wie wäre es, wenn wir versuchen würden, auch Farbeffekte zu haben ohne diesen Regenbogen? Und die Erklärung liegt ein bisschen hier an dieses Bild. Wir haben eine periodische Struktur, der Beobachter ist irgendwo, da er sieht die Oberfläche mit unterschiedlichen Winkeln in Abhängigkeit der Position, dann sieht auch unterschiedliche Farben. Das heißt, die Lösung, und nur eine Farbe zu sehen, war die Strukturgröße sequenziell auch zu variieren.
Ja, das kann man alles physikalisch gut beschreiben, kalkulieren und dann steht zu einer Oberfläche. Das heißt, ich kann sehr genau entscheiden, ja, welche Farbe ich erzeugen kann durch die Variation der Strukturgröße und die Geometrie. Okay, wenn man das schon verlernt, dann kann man auch starten, Bilder zu machen. Ja, und natürlich dann kann man auch noch größere Bilder machen. Das ist Edelstahl. Ja? Es gibt hier keine Pigmentierung, gar nicht. Es sind nur Beugungseffekte, die entstehen aufgrund von diesen periodischen Strukturen. Und okay, für Weihnachten kann man auch ein schönes Weihnachtsbaum entwickeln und auch dann vielleicht schenken. So, wir können nicht nur direkt die Oberflächen von Materialien bearbeiten, sondern auch, dass wir können auch Stempel oder Werkzeuge strukturieren. Ja, und da haben wir eine sehr große Maschine der TU Dresden entwickelt, wo im Prinzip wir auch große Zylinder, große Balzen strukturieren können. Und man sieht schon auf dem Video, da sind 2 Walzen, eine ist strukturiert mit ein paar dekorative Elemente. Zwischen die Walzen dann kommt eine Polymerfolie, die wird ausgeprägt, so wir müssen Temperatur und Druck dort applizieren. Und so können wir Prozessgeschwindigkeiten bis 50 Meter pro Minute schaffen. Das ist enorm. Ja? Wir rennen etwa 10-mal faster oder schneller, als was wir mit dem Laser machen können. Das heißt, jetzt haben wir solche Polymeroberflächen. Es kann auch so aussehen. Ja, das heißt nochmal 250 mm breit. Und auf diesen Polymerfolien, die sind genau die da zu sehen sind interessant für 2 sehr unterschiedlichen Anwendungen. Die erste Anwendung hat auch Dominik schon ein bisschen gesprochen über Solarenergie. Ja. Wir können Solarzellen herstellen auf Perovskit. Das ist ein sehr interessantes Material. Die periodische Struktur, was schafft, ist eine höhere Absorption von der Sonnenlicht. Ja, das heißt, genau mit der gleichen Intensität von Sonnenlicht können wir 18% mehr Strom bekommen. Das Gleiche haben wir auch für OLEDs gemacht. Wir haben auf Handys, alle haben OLEDs dort. Da können wir sogar 36% jetzt mehr Licht extrahieren, so in die andere Richtung. Genau die gleichen Polymerfolien, jetzt was ganz anderes, Bakterien. Ja, ich hatte Kurs gesprochen über dieses Insekt, das Comolembolae, steht auch immer noch ein Bild. So, alle, was in grün sehen, das sind Bakterien. Ja, oben links wäre eine ganz glatte Polymeroberfläche. Wir sehen sehr viele Bakterien, ja, die an der Oberfläche liegen. Und dann für bestimmte Strukturen, ja, oben rechts und unten links, dann sehen wir auch eine sehr starke Reduktion von der Anzahl von Bakterien. Ja, nur aufgrund von topografischen Effekten können wir Strukturen schaffen, die vermeiden die Anhaftung von Bakterien. Das wurde auch schon kurz gesagt, so hat auf die Erde funktioniert, warum nicht in Space. Ja, und dann hatten wir unser saarländischer Astronaut, ja, der hat genau dieses Experiment auf der International Space Station gebracht und genau dort auch gezeigt, dass Interferenzstrukturierung geeignet ist, um die Kontamination dort zu reduzieren oder zu vermeiden. Ich habe verstanden von Frank, das ist verrückt, was da oben ist. Ja, so viele Bakterien, das ist schon ein bisschen gefährlich, sogar für die Astronauten auch. In die andere Richtung, ich habe das Zahnimplantat gezeigt. Ja, so wir können auch verbessern die Biokompatibilität von Implantaten. Ja, was wir hier erzählen, jetzt in Zellen, die auch gefragt wurden, an unterschiedlichen Oberflächen. Oben links, das ist so ein bisschen eine chaotische Struktur, das ist das Standard, was heute ein Zahnimplantat hat. Da wird die Oberfläche von Titanium geätzt, anodisiert, sandgestrahlt vorher. Es finden sehr viele Prozessschritte, wie ich eine raue Oberfläche habe, um Biokompatibilität zu verbessern. Mit dem Laser können wir nachhaltiger deutlich werden. Wir brauchen kein Ätzmittel. Einfach durch die Nutzung von der Laserstrahlung sind wir auch in der Lage, um Oberflächen zu schaffen mit einer 30% besseren Ansiedlung von Zellen. Auf 2D es ist immer alles sehr schön. Die Frage ist, ob das auch funktioniert in einem Realimplantat. Und natürlich, das haben wir auch gemacht.
Ein Zahnimplantat ist nicht mehr als eine Schraube, ja, so ist jetzt keine große Wissenschaft. Aber Sie sehen hier auf der Schraube sehr ganz definierte, linienartige Strukturen, überall oben, unten, so wir können diese dreidimensionalen Oberflächen sehr gut bestrahlen und strukturieren. Und dann die Zelltests waren auch hier erfolgreich. Wir könnten auch sagen, dass diese Zahnimplantate auch sehr gut funktionieren. So, das sind Funktionen, aber der Weg bis dahin, natürlich, wir müssen viel Wissenschaft machen und gucken, wie können wir genau diese angeschafften scharfen Effekte kontrollieren. Aber die Technologieentwicklung war sehr wichtig. Und das war für mich meine Hauptarbeit, ja, als ich weggegangen bin. Ich habe mich immer gefragt, wie können wir diese Technologie deutlich vereinfachen. Und so sah es aus, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe eine riesige optische Bank. Ja, ich habe hier, ich hoffe, das ist vielleicht zu sehen, das ist ein Streitteiler, so 50% von der Laserstrahlung wird reflektiert, 50% geht durch. Und dann kommen weitere Spiegel und dann springen diese Strahlen zu interferieren. Ja, so alles gut. Aber ich brauche ein Volumen von etwa 1 Kubikmeter. Das ist mit der Industrie ein bisschen sehr weit entfernt von einer realen Anwendung. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit gebraucht und dann habe ich versucht, alles ein bisschen einfacher zu vereinfachen. Auf diesen schwarzen Kiste war da. Jetzt ist hier Realität. So, wir sehen ein Polymer, die wird mit diesem Verfahren strukturiert. Wir haben einen relativ großen Spot. Wir sehen nochmal diese Regenbogenfarben. Ja, CD haben wir schon geklärt. Von 1000 Liter Volumen, jetzt haben wir eine Optik, die hat nur 75 Liter, aber hat noch einige Probleme. Diese Lasersysteme, die in der Regel, ich meine, damals genutzt haben, sind sehr instabil. Die sind für die Industrie wirklich nicht geeignet. Das müsste noch weitere Entwicklung kommen, damit die Technologie auch kombinierbar ist mit robusten Lasersystemen. Da kam dann die dritte Konfiguration hier noch dazu, in Kombination mit Scannersystemen. Das heißt, wir bewegen jetzt nicht mehr unser Substrat, wir bringen den Laserstrahl an der Stelle, die wir strukturieren können. Die Optik ist noch ein bisschen kleiner geworden und hat auch schon mit sehr unterschiedlichen Lasersystemen funktioniert, aber es fehlte noch die Möglichkeit zu arbeiten mit Femtosekundenpulse. Es ist schwierig jetzt zu erklären, warum ist das toll, aber es hat sehr große Vorteile, insbesondere weil man thermischen Effekte vermeiden kann. Ja, und so schäden wir auch die ursprünglichen, sagen wir, guten Eigenschaften von der Oberfläche nicht. So, aufgrund von diesen Entwicklungen und zusammen mit Frank und Mannschaft, wir hatten hier tolle Anwendungen, die Steckverbinden, das war natürlich eine super tolle Anwendung, haben wir auch eine Pilotanlage gebaut und könnten wir das Jury von der Bertolt Leibinger Stiftung begeistern, dass diese Technologie wirklich sehr innovativ ist und eine Zukunft hat. Und man sieht auch hier an der linken Seite, das ist eine erste Prototypanlage von Interferenzstrukturierung mit alles, mit Laser, mit Optik, mit Achssystemen, mit natürlich Laserschutz, damit zum Beispiel wir könnten diese Anlage hier im Raum platzieren und könnten wir auch arbeiten. Aber das war nicht das Ende. Zwischen, okay, haben wir SoFunction gegründet, das hat schon Dominik auch erzählt. Wir sind noch auf den nächsten Schritt gekommen und eine neue Optik entwickelt, die noch kleiner ist. Jetzt hat ein Volumen von nur 16 Liter, die ähnlich kompatibel ist mit diesen Femtosekundenpulsen, die wir wirklich brauchen, zum Beispiel um transparente Materialien auch zu bearbeiten. Und noch dazu, was sehr interessant ist, dass wir auch für die dreidimensionelle Bearbeitung nutzen können. Es gibt ein paar spezifische Merkmale, die diese Optiken haben. Die haben verbessert im Prinzip die Technologie einen Faktor 100. Ja. Ich kann später euch separat erklären, warum. Und letzte Woche, eigentlich nicht letzte Woche, vor ein paar Tagen in der Lasermesse, Laser World of Photonics, wurde auch gezeigt, dass wir diesen Verfahren mit Faserlasersystemen kombinieren können. Faserlasersysteme sind 10-mal billiger als andere Laserquellen. Das heißt,
Ich habe gesagt, Time is Money. Ja, so es gibt eine Reduktion von Prozesskosten. Das können wir auch jetzt machen in SurFunction. So, jetzt zum Beenden möchte ich ein bisschen zeigen, die nächsten Schritte, was ich jetzt an der Technischen Universität Dresden mache. Und es hat zu tun mit Nachhaltigkeit. Und wir hatten den Glück, mit Kollege Alexander Abrosius, auch von der TU Dresden, ein sehr großes Projekt bekommen zu dürfen, durch die Werner Siemens Stiftung finanziert, so etwa 30 Millionen Euro für 2 Professuren, ist wirklich unglaublich gut. Und was wollen wir hier machen? Wir wollen Bauteile eines zweiten Lebens geben. Wir suchen ein Second Life, vielleicht noch ein drittes oder ein viertes Leben. Und das Projekt hat zu tun eigentlich, und der Weg zu finden und genau dieses zweite Leben auf Bauteile zu bringen. Ich werde versuchen zu erklären, wo können wir unglaublich sehr viel Energie sparen. Ja, so, wenn wir hier haben ein Diagramm, wir möchten ein bestimmtes Bauteil herstellen, dafür brauchen wir Energie und nicht das ganze Material, ja, die wir nutzen, wird auch am Ende auf den Bauteil gebracht. Wenn wir ein Profil zum Beispiel herstellen können, okay, wir müssen das Material ausschmelzen, dann nutzen wir eine sehr große Menge von Energie. Und dann, okay, wir können solche Profile herstellen, relativ mit noch ein bisschen zusätzlichen Energie und so weiter. Das ist alles okay. Aber wenn wir zum Beispiel eine Autotür herstellen möchten, die Situation ist ganz anders. Zuerst, wir haben deutlich mehrere Projekte. Wir müssen von der Schmelze auf ein Blech, auf mechanischen Blech kommen. Die müssen auch dann bearbeitet. Wir müssen eine Menge Material wegnehmen, zum Beispiel auf den Tür. Man kann sich schon hier vorstellen, das Ganze, okay, wo das Glas kommt, ja, das muss alles weggeschnitten, so wir verlieren Material. Und für den Umformprozess, was am Ende die endgültige Geometrie der Bauteil bringt, das repräsentiert nur 10% von der gesamten Energie, die wir dafür nutzen. Und im Second Life Projekt, wir möchten Teile nochmal nutzen, ohne dass wir durch die Schmelzephase gehen müssen. Das heißt, wir gehen auf einen Platz, wo viel Schrott gibt. Da es gibt Blech, Stahlblech. Die Dicke ist nicht überall gleich, die Zusammensetzung ist nicht überall gleich, aber von das können wir anfangen, ein bisschen ein Puzzle zu bauen. Wir müssen schneiden, natürlich mit Laser, die Teile, die uns helfen. Dann müssen wir diese Teile zusammenbringen, mit Laser schweißen. Wir müssen die Chemie charakterisieren, natürlich wieder mit Laser, die Geometrie, die Dicke. Und am Ende, wir haben ein Unikat, dieses Blech ist ein Unikat. Wir müssen lernen, wie wir das verformen können, weil wo die Schweißnaht steht, da haben sich die mechanischen Eigenschaften verändert. Wir können nicht alles umformen. Das heißt, das muss man sehr gut verstehen und simulieren. Und am Ende, da kommt die Bio-Inspiration nochmal, dann können wir noch zusätzliche Eigenschaften auf diesen Bauteilen bringen. Unser Traum am Ende ist, eine Modellfabrik zu haben, wo im Prinzip alle diese Prozesse kombiniert werden, voll automatisiert werden und das in die nächsten 8 Jahre. So würde ich gerne dann beenden. Vielleicht Zusammenfassung, Interferenzstrukturen ist super. Ich hoffe, ich könnte auch begeistern. Das hat mich mein ganzes Leben begeistert. Und ja, ich bin sehr glücklich, hier nochmal zu sein. Und ich bin sehr spannend auf die nächsten Jahre. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Vortrag war so begeisternd, dass der Andres nicht nur den Tetraeder, sondern auch gleich noch den Sekt dazu kriegt. Und lieber Andres, ohne dich gäbe es alles nicht. Dankeschön. So, meine Herrschaften, ich habe jetzt auf die Uhr geguckt und ich hoffe, dass es für Sie okay ist, wenn wir die Podiumsdiskussion dann zum Sekt und
Wein vertagen und uns jetzt konzentrieren auf den letzten Vortrag. Ist da jemand nicht einverstanden? Dankeschön. So, das sieht ein bisschen grob aus, aber Klaus Daniel ist vor ziemlich genau 20 Jahren, nachdem er hier bei uns promoviert hat, in die USA gegangen und hat eine gigantische Karriere gemacht. Ich hoffe, dass er uns ein kleines bisschen teilhaben lässt. Lieber Klaus, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Also ich stehe sozusagen hier nahezu zwischen Ihnen und den Yeast-Infused Beverages oder den Adult Beverages hier. So, Frank hat mich gefragt, hier ein paar Worte zu sagen. Was passiert in den USA? Was ist die Zukunft der Energieinnovation? Jeder, der den Frank kennengelernt hat und jeder, der auch die Worte vorher gehört hat, weiß, man sagt nicht Nein zu Frank. Wenn man versucht, ein Nein zu sagen, heißt es nur, dass die Diskussion etwas länger dauert, bis man eben beim Ja ist. Von daher habe ich mir genau überlegt, was mache ich denn? Wie rede ich hier über die Zukunft der Energieinnovationen in den USA? Man könnte jetzt sozusagen angeben, wo man herkommt. Man könnte sagen, was man dort macht. Man könnte zeigen, wie das gestaltet ist und wie viele Leute dort arbeiten. Man könnte sagen, welche Themen man bespricht. Man könnte auch sein Führungsteam vorstellen. Man könnte zeigen, was ist passiert in den letzten 30 Jahren in Energietechnologien. Man könnte dann definieren, was ist das nächste Problem, was wir lösen müssen. Warum haben wir ein Problem, dass wir die Materialien nicht haben, die wir brauchen. Man könnte zeigen, wie man immer mehr abhängig wird von Einzelspielern. Man könnte zeigen, wie man neue Technologie im Bergbau braucht. Man könnte dann auch sagen, ja, das haben wir vorher schon mal gemacht, da ist was passiert, das hat geklappt, wie können wir das denn nochmal machen? Man könnte ein großes Forschungsprogramm gestalten mit vielen Partnern und definieren, was die Themen sind, die man lösen muss. Aber was man wirklich machen will, man möchte doch über das Jubiläum hoch 3 reden. 50 Jahre, das ist ganz fantastisch. Wie packt man 50 Jahre in 30 Jahre? Das ist etwas, das kann nur der Frank. Somit reden wir jetzt hier, wie der Frank das Saarland und die Welt der Materialien beeinflusst hat. Frank musste mir versprechen, dass er durch die Folien nicht durchguckt. Ich habe ihm die ersten paar gezeigt und er war auch ganz happy zu der Zeit. Wie hat das angefangen hier? Frank ist geboren als ein Sohn einer Müller-Familie. Frank ist aus einem Handwerksbetrieb, aus einem guten, selbstständigen Handwerksbetrieb. Das kann unter Umständen ein paar Probleme bedeuten, wenn man ein selbstständiger Handwerksbetrieb in der Deutschen Demokratischen Republik darstellt. Damit hat sein Vater ihm gesagt, nein, du darfst nicht in meine Fußstapfen treten. Nein, du darfst kein Müller werden. Du gehst zum Abitur, du gehst zum Gymnasium, du machst das Abitur. Was du erreichen wirst durch ein Studium, was du erreichen wirst durch die Wissenschaft, die du machen willst, das kann dir niemand wegnehmen. Da kann dir niemand Nägel in dein Weizen werfen, das den Mühlstein kaputt macht und dich 4 Wochen oder länger oder auch für immer aus dem Business nimmt. Das hat er sozusagen in der DDR gemacht. Es war nicht einfach. Es war nicht einfach für Frank. Er wollte ins Ausland gehen. Er hatte auch dann sogar den Zugang, nach Russland zu gehen. Und dann wurde das wieder abgeschafft. Er durfte nicht gehen, weil seine Eltern selbstständig waren und nicht nur für das Kollektiv gearbeitet haben. 1980 bis 1985 hat er eben dann studiert. 1988 hat er seine Dissertation gemacht. Ein Experte in Röntgendifraktometrie hat er die Analyse von Punktdefekten in hochperfektem Gallium-Arsenid-Einkristallen charakterisiert.
Da gehe ich jetzt nicht im Detail ein, wie das ausgeschaut hat. Da lade ich Sie ein, den Frank selbst zu fragen, nachher, über ein Glas Sekt. Nach dem Mauerfall konnte endlich Frank sozusagen seinen Traum nachgehen. 1990 bis 1995 war er am Max-Planck-Institut für Metallforschung. Er hat den Günter Petzow kennengelernt, er hat eine gute Beziehung mit ihm aufgebaut und er hat viele, viele Jahre von dem Professor Petzow gelernt und ist ein enger Freund geworden von ihm. 1994 hat Frank dann den Masing-Gedächtnispreis bekommen. Das war die Tür, die ihm dann ermöglicht hat, seinen eigenen Lehrstuhl zu gründen. Er kam nach Saarbrücken. 1995 kam Frank nach Saarbrücken und ist hier schön in das Gebäude 22 in den 7. Stock eingezogen mit seinem Blechschrank, der da war, und ansonsten nichts. Wann habe ich Frank zum ersten Mal kennengelernt und gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob Frank das weiß, weil Frank war auf dem Podium und hat eine Diskussion gehalten. Ich war damals, ich habe 1997 mein Abitur gemacht und 1996 hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Chemie-Leistungskurs nach Stuttgart zu fahren. Die Universität des Saarlandes ist dorthin gefahren. Meine Chemielehrerin hatte zum Glück mitbekommen, dass da 2 Plätze noch frei waren im Bus. Und die Universität des Saarlandes hat gesagt, da können wir doch 2 Chemiestudenten mitnehmen. 2 Chemieschüler. Ich war damals am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, habe die Möglichkeit wahrgenommen. Damals war der Frank schon nicht immer so ehrlich. Wenn er nämlich sagt, dass er erstaunt ist, dass er einen Diplomanten hatten, der in den Weltraum geflogen ist, mag das tatsächlich eine Überraschung für ihn sein, dass man mit Materialwissenschaft in den Weltraum fliegen kann. 1996 hat er das aber anders dargestellt. Ulf Merbold ist ein Materialwissenschaftler, der auch im All war. Er hatte mit Frank zusammen auf der Bühne gestanden, an der Werkstoffwoche in Stuttgart. Und was ich gehört habe, ist, wenn du ins Weltall fliegen willst, musst du Materialwissenschaft studieren. Needless to say, es war false advertising. Ich bin dann 1997, habe ich mit Materialwissenschaften angefangen hier in Saarbrücken. Im Oktober, im Februar 98 dann, hat der Frank mich angeheuert als ein Hiwi. Und ich bin auch in die 7. Etage eingezogen. Mein Büro zu der Zeit, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, war hier am Ende. Ich habe da mit einigen anderen Hiwis am Ende gesessen. Frank war immer sehr beschäftigt. Ja, wir wissen ja alle, er hat diese 3 Jobs und macht 50 Jahre in 30 Jahren sowas. Da war es nicht einfach, seinen Chef immer zu finden, seinen Doktorvater zu finden, zu verstehen, ja, wie kann ich denn da jetzt meinen Rat bekommen? Der Laser kam dann irgendwann, wir wussten nicht, wie der anläuft und so. Also musste ich innovativ sein, wie ich Franks Aufmerksamkeit bekommen kann. Ich habe genau aufgepasst. Frank hatte ganz bestimmte Zeiten. Normal war seine Tür zu in seinem Büro, weil er war sehr beschäftigt. Da gab es bestimmte Zeiten, wenn die Tür aufgegangen ist und Frank musste sozusagen seinen biologischen Bedürfnissen nachkommen. Ich habe mein Büro verlegt, 2 Büro höher, da hat man einen Blick ganz genau auf das stille Örtchen. Die ein oder andere Diskussion und den ein oder andere Advice habe ich von Frank bekommen, weil ich meine biologischen Bedürfnisse an seine biologischen Bedürfnisse angepasst habe. Dann kam meine erste Lektion. Ich habe damals mit einem Kommilitonen zusammengearbeitet, seinen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil es war etwas, das war, ich würde sagen,
etwas, das mich heute beschämen würde. Es war meine erste Lektion, die ich von Frank bekommen hatte. Frank hätte zu der Zeit sehr böse reagieren können. Man hätte sagen können, Klaus, die Wissenschaft ist nichts für dich, wenn du nicht verstehst, was geistiges Eigentum ist. Ich weiß nicht, ob der Frank sich daran erinnert. Frank hatte sozusagen mit der Petzidat angefangen. Ich war der Hiwi, der das eingeben musste. Wir hatten daran gearbeitet. Das Internet war gerade am Boomen. Mein Kollege und ich haben gesagt, ja, da können wir auch diese Petzidat irgendwie auch in eine Webseite integrieren und dann müssen wir nicht genau sagen, wo das wirklich herkommt und können das zeigen und dann können Leute das machen. Vielleicht können wir da später mal Geld mit verdienen. Ich weiß nicht, ob Frank sich erinnert. Frank war da nicht sehr froh drüber, weil wir haben Frank davon nichts erzählt. Frank hat aber nicht reagiert, indem er mich sozusagen vor die Tür gesetzt hat, sondern Frank hat gesagt, komm mal in mein Büro, ich muss mit dir reden. So geht das nicht. Geistiges Eigentum ist sehr wichtig. Man muss mit Leuten darüber reden. Wenn man eine Idee hat, die dazu führt, dass etwas, was jemand anderes gemacht hat, weitergeht, muss man mit denen zusammenarbeiten. Man kann das nicht selbst machen. Frank, ich bin dir sehr dafür dankbar, dass du eben mich nicht vor die Tür gesetzt hast und dass ich weiter für dich arbeiten durfte, auch nach dieser Lektion. Es hat mir sehr viel gebracht, denn danach ist das nicht mehr passiert. Wir haben dann zusammen auch mit Ute hier die Information und Kommunikation in Materialographie gegründet. Da waren ganz tolle Sachen. Ute war sehr aktiv in Marketing, in Personal Coaching und die hatte uns dann gezeigt, ja, also wenn ihr einfach nur so Fachvorträge hält, da will ja keiner was von wissen. Ja, da kam dann dieses Material raus und wir waren dann deutlich besser aufgestellt. Hier sieht man, was dann anschließend passiert ist. Und zwar hatten wir tatsächlich mit dem Segen von Frank und mit den richtigen Tools die Webseite gegründet und haben dann zusammen das entsprechend vermarktet und gezeigt, wie wir das machen können. Hier sehen Sie auch ein paar Leute, die Sie da vorher schon gesehen haben. Hier die Alexandra ist auch hier, der Markus, der Carsten Woll ist hier, sehen Sie alle hier. So, dann waren wir am Lehrstuhl, relativ am Anfang hier. Hier ist der Andres auch, der Flavio ist hier zu sehen, der Hani ist hier zu sehen. Wir hatten immer viel Spaß. Frank hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch Freizeit miteinander verbringen, dass wir uns kennenlernen, dass wir unsere Familien kennenlernen, dass wir wissen, warum wir hierher kommen zusammen. Und das sieht man auch heute hier Abenden, Leute von China und anderswoher wieder zurückkommen. Frank hat relativ schnell auch mir andere Verantwortungsbereiche übergeben. Leider habe ich das Foto nicht. In 2002 war er verhindert. Er sollte im Prinzip für den IDW einen Kurs geben in Leoben. Da kam was dazwischen. Da hat er gesagt, ja, dann Klaus, geh du doch mal dahin. Ich bin dort hingegangen, war ein kleiner Junge, Milchbubi zu der Zeit auf jeden Fall. Die Leute haben gesagt, ja, also wo ist denn unser Dozent, wo ist denn unser Referent hier, der unsere gestandenen Ingenieure hier weiterbildet. Und dann kam ich, ja, hallo. 2 Jahre später, 2004, das war hier das materialwissenschaftliche Seminar, das war, glaube ich, in Adelboden. Ja, das war also ganz fantastisch. Da durfte ich mit Max-Planck-Direktoren und anderen Persönlichkeiten tatsächlich reden. Ich habe viel gelernt davon, das war super. Übrigens ist es hier mein erster Sohn, Kian, der ist jetzt 23 und ist selbst fertig mit seinem Studium und arbeitet mittlerweile. 2004 hat Frank mich zum ersten Mal in die USA genommen, zum Materials Research Society Fall Meeting. Hier sehen wir auch, ich weiß nicht, ob Leute erkennen, den Dr. Schepp hier, einer der Vorgänger in der DGM als Geschäftsführer hier. Wir sehen hier Frank und ich, die ja auch das MIT besucht hatten, weil wir gesagt haben, ja, da müssen wir doch mal hingehen, das ist eine tolle Schule, MIT Campus und solche Geschichten. Frank hat immer seine Schüler vorne hingestellt. Frank hat immer gesagt, ja, du musst publizieren, dein Name muss groß werden.
Hin und wieder hat er gesagt, na, also dieses Mal ist es mal wichtig, dass mein Name vorne steht. Also hier sieht man einen Artikel auf dem Cover von der Zeitschrift für Metallkunde, wo der Frank gesagt hat, also Andres und Klaus, ihr müsst jetzt mal den Artikel hier schreiben, aber dieses Mal seid ihr es nicht. Da hat er ein gutes Maß gehabt, manchmal so und manchmal anders, damit es funktioniert. Und damit konnte er 2017 ganz stolz in seinem Büro hier 3 Professoren begrüßen. Alle 3 seine Schüler. Das Foto habe ich heute genommen. Hier sieht man, ich glaube, das sind 58 Doktoranden, die schon fertig sind, promoviert sind. 2 Tafeln sind noch frei. Da ist also Platz für noch 2 auf jeden Fall. Hoffentlich auch, während er seine Seniorprofessur noch hat, dass die dann fertig werden, dass das wirklich toll hier wird. Heute Morgen hat der aktuelle Bericht gefragt, was ist denn hier passiert? Ist da was Gutes bei rausgekommen oder nicht? Frank ist immer sehr bescheiden. Frank sagt, naja, vielleicht ist was passiert, vielleicht können wir ja irgendjemandem helfen. Aber hier sieht man, was tatsächlich passiert ist. Über die Jahre, über die letzten 30 Jahre, sieht man hier die Publikationen, die aus dem Institut kamen. Man sieht auch die Zitationen, die kamen jedes Jahr. Und man sieht, wie der Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe den Rest der Welt beeinflusst hat. Das hier sind nur die 25 größten Institutionen, die quasi die Arbeit von dem Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe zitiert haben. Aber da sind eben Institutionen dabei, wie die Helmholtz Society, Fraunhofer Gesellschaft, Technische Universität Dresden, das Energieministerium in den USA, die Russische Akademie der Wissenschaften und so weiter. Man sieht ja auch, in wie vielen verschiedenen Feldern die Forscher in der Welt arbeiten, die Arbeit vom Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe zitieren. Das heißt, Franks Arbeit und die Arbeit von allen Leuten, die auch hier sind, hat nicht nur die Materialwissenschaft beeinflusst. Es hat auch viele andere Bereiche beeinflusst. Wir sehen hier in den großen Bereichen auch Elektrochemie, Biosensorik, physikalische Chemie, Dentistry. Wir haben ein paar Sachen gesehen heute von der Zahntechnologie. Es hat auch Leute beeinflusst, die Forschung fördern. Was Sie hier sehen, sind die Organisationen, die die Hauptsponsoren in der Welt sind für Forschung, überall in der Welt. Forscher, die von diesen Institutionen gefördert werden, zitieren die Arbeit vom Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe. Die Forscher kommen von der ganzen Welt. Hier sehen Sie in Blau alle Länder, von denen die Zitationen kommen. Je dunkler die Farbe, desto größer die Anzahl. Lieber Frank, dein Lehrstuhl, Max, unsere Function hat weltweiten Einfluss. Dafür, lieber Frank, möchten wir alle dir sehr herzlich danken. Also liebe Gäste, ich bin echt ein bisschen sprachlos, weil er mir das heute wirklich nicht um keinen Preis zeigen wollte. Und als ich dann das Familienbild gesehen habe, also Sie wussten hoffentlich, dass ich der kleine Dicke da unten war. Also wissen Sie, ich lade hier den berühmtesten Mann aus den USA ein und denke, er brilliert jetzt mit seinen Forschungsthemen vom Argonne National Lab und dann macht er sowas hier. Also wahrscheinlich ist das der Grund, warum er so einen Job hat, oder? Man muss das genau so machen. Also Klaus, völlig verrückt, aber herzlichen Dank.
Und die Amerikaner haben ja nichts Gutes zu trinken. Da haben wir hier nochmal diesen Champagner. Und dieses auch, ich weiß nicht, darfst du das auf deinen Schreibtisch stellen oder hat der Trump was dagegen? Das darf ich auf meinen Schreibtisch. Darfst du draufstellen? Ja. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und das finde ich natürlich fantastisch, weil das, was wir an Gutem zu trinken haben, wird heutzutage sehr, sehr zu viel verzollt. So, meine Herrschaften, bevor wir dann uns diesen netten Köstlichkeiten zuwenden und dann natürlich diese Podiumsdiskussion bei der Gelegenheit machen, zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislauf und so weiter, haben wir noch einen Gruß aus Osaka tatsächlich vom Matthias Maurer. Der wollte sich eigentlich zuschalten, aber in Osaka, wenn Sie mal kurz überlegen, wie spät es da jetzt ist, da ist die Weltausstellung und der Matthias Maurer ist dort der Vertreter Deutschlands in dem Pavillon Deutschland, der tatsächlich die Überschrift Circular Economy hat. Und das wird er uns gleich sagen. Natürlich mit ESA-Sound, wenn alles klappt. Hallo, lieber Frank, liebe ehemalige Kollegen des Lehrstuhls Funktionswerkstoffe, liebe Ehrengäste. Als einer der ersten Diplomanten des Lehrstuhls ist es mir eine ganz besondere Freude und Ehre, heute zum Jubiläum eine Grußbotschaft zu senden. Es gibt sehr viele gute Erinnerungen, auf die ich zurückblicke. Von der Teilnahme als erster Student am EGM-Studiengang, den Frank Mücklich dann zur European School of Materials weiter ausgebaut hat. Oder auf mein Praktikum in Argentinien, auf welches die Kooperation zwischen dem Lehrstuhl und der Uni in Neuquén folgte und das unter anderem auch Flavio Soltera nach Saarbrücken gebracht hat, der nun die vielen neuen internationalen Programme koordiniert und betreut. Kreise schließen sich bekanntlich und so war das, was ich am Lehrstuhl in Saarbrücken lernen durfte, sowohl im werkstoffwissenschaftlichen Bereich, aber vielmehr auch in der internationalen Kooperation, maßgeblich für meinen späteren Einsatz in größeren Wellen. Denn das schönste Experiment, was ich im Weltall durchführen durfte, kam auch aus dem Lehrstuhl. Es hieß Touching Surfaces und handelte von laser-nanostrukturierten Oberflächen, die ich im All testen durfte. Und auch mein Weltraumessen aß ich mit einem speziell strukturierten Löffel, made im Saarland, mit einer Oberflächenstrukturierung aus dem Materials Engineering Center. Ich befinde mich übrigens gerade im deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Osaka und kann deswegen nicht vor Ort sein. Das Motto hier, mit dem Deutschland antritt, lautet Circular Economy bzw. Kreislaufwirtschaft. Ein Bereich, in dem auch Frank Mücklich und die Universität des Saarlandes aktiv sind. Denn die besonderen Herausforderungen unserer Zeit erfordern visionäre Lösungsansätze. Lieber Frank, liebe Kollegen, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung dieses unglaublich wichtigen Themas, das ihr auch gleich in der Podiumsdiskussion besprechen werdet. Ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf viele weitere fruchtbare Jahre, die auch Kreativität und Glück und Freude bringen. Tschüss, auf Japan. So, ich finde das doch eigentlich ein schönes Schlusswort für die fachliche Seite. Jetzt lasst uns den Abend genießen. Ich glaube, um Essen und Trinken müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir sollten die Zeit haben, miteinander zu sprechen, vielleicht auch neue Netzwerke zu gründen oder alte wiederzubeleben. Ich wünsche allen sehr viel Freude. Dankeschön.